Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kenra Zwiefka und ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen, wundervollen Podcast-Folge hier bei Krebs als zweite Chance. Wie du weißt, habe ich hier immer ganz, ganz viele wundervolle Menschen auch sitzen. Und heute wird es sogar international, denn mein wunderbarer Gast hier, die liebe Maria, ist in den USA. Und wir haben hier eine krasse Zeitverschiebung. Ich glaube, morgens ist es bei ihr jetzt gerade so 10 Uhr. Das wird sie uns vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Und ich freue mich sehr, ja, dass sie den Weg zu mir gefunden hat und dass wir heute auch mal so ein bisschen, ihr wisst, ich liebe es, ein bisschen tiefer gehen können, ein bisschen spiritueller gehen können, ein bisschen mehr auch ja, hinter die Fassade blicken dürfen, weil sie mir das auch geschrieben hat und sie ist auf mich aufmerksam geworden. Und vielleicht mag Maria aber auch ein paar Worte natürlich da gleich selber zu sagen. Aber Maria ist 40 Jahre alt, lebt seit 7 Jahren in den USA, ist verheiratet, hat einen wundervollen Mann an ihrer Seite, Mama von 2 Kindern und hatte im September 2024 die Diagnose Brustkrebs. Und ja, auch wenn sie heute sagt, es war letztendlich auch ein Geschenk. Ich weiß, das ist ein krasser Satz, aber auch da wird sie bestimmt heute drüber sprechen, weil man kann das nie so sagen. Man muss immer dahinter die Geschichte auch erkennen, ja? Und, das ist nicht nur mit einem Satz und, manche denken dann auch: „Du hast sie doch nicht mehr alle." Das höre ich von sehr vielen. Aber Ja, mir ist es auch immer ganz wichtig, dass jeder hier natürlich seine eigene Meinung haben darf und jeder seine eigene Geschichte auch trägt und seine eigenen Erfahrungen auch gemacht hat. Deswegen darf hier alles sein. Und liebe Maria, ich freue mich total, dass wir heute hier sitzen, dass du zu Gast bist heute bei mir. Sag doch gerne mal ein paar Worte zu dir und erstmal ganz, ganz liebe Grüße in die USA. danke dir, Kendra. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir das geschafft haben, hier zu sein. Also du hast ja schon einiges über mich erzählt. Seit einem Jahr bin ich jetzt auf dieser Heilreise. Krebs, für mich ist es, hast du wirklich schön als Einleitung gesagt, ist natürlich ein sehr kontroverses Thema und ich weiß auch, dass Krebs sehr viel Leid mit sich bringt, sehr viel Schmerz, Verlust. Absolut. Für mich persönlich muss ich sagen, jetzt wenn ich rückblickend ja die 13 Monate zurückschaue, hat es mir wirklich so viel an Erkenntnis gebracht über mich selber als Mensch, auch über meine, wie sagt man, mein Umfeld. Also Mhm. alles, wenn man einmal mit einer wirklich schweren Krankheit konfrontiert ist, fängt man an, seinen Spiegel ganz anders auszurichten auf die Mhm. Menschen um sich herum, auf seine Umwelt, auf sich selber, wirklich zu sehen: „Okay, wer bin ich eigentlich und Mhm. was möchte mein Körper mir sagen?“ Und ja, zu mir, also ich war wirklich schon immer ein sehr gesundheitsbewusster Mensch. Mhm. Alle, die mich kennen, würden mich in Englisch sagt man als sehr crunchy bezeichnen, auch wenn vielleicht viele 'n ganz anderes Bild von mir haben und, ja, viele Dinge, die ich tue, oft sehr ins Lächerliche gezogen worden, lebe ich wirklich sehr bewusst in Mhm. vielen Dingen. Allerdings rückblickend kann ich jetzt sagen: „Okay, Maria, du warst nicht so gesund, wie du dachtest, es zu sein.“ Weil ich heute weiß, dass Krebs ist einfach ein Signal. Das ist 'ne Mhm. Botschaft, Ja. dass der Körper sagt: „So wie du lebst, bringst du dich um.“ Mhm. Und der Körper ist schon in einer Art Survival, ja, Ja, am Überleben, genau. versucht mit den letzten, sage ich mal, kleinen Zeichen oder mit 'nem extremen Zeichen 'n Zeichen zu setzen und zu sagen: „Okay, so nicht Ja, weiter oder du wirst sterben.“ absolut. Und heute weiß ich, dass viele Dinge, die mich beschäftigt haben, seelisch und körperlich, das waren schon Anzeichen von Krebs. Aber Mhm. es waren eben Dinge, die man oft hinnimmt und sagt: „Okay, ich bin gestresst, ich bin übermüdet, ich bin verheiratet, alleinerziehend in die meiste Zeit und, ich bin auch ein sehr zielstrebiger Mensch. Also, ich versuche auch immer 10 Dinge gleichzeitig zu machen und, habe das Gefühl, dann irgendwie doch nichts zu Ende zu bringen und immer dieses Maß an Produktivität. Ich muss und man landet da sehr schnell in so einem, ja, wie sagt man, in so einem vicious cycle, also in so einem Mäuserad, sagt man das so? Genau, dass man Hamsterrad. einfach Hamsterrad, danke. Dass man immer versucht, weiterzumachen, aber, es ist nur im Außen. Mhm. Ich glaube, dass man viel zu wenig an sich selber arbeitet und ich weiß heute, dass Krebs nur das Symptom ist. Mhm. Weil heutzutage wird ja oft gesagt: „Okay, die Krankheit Krebs“, aber am Ende ist das Symptom, was sichtbar geworden ist, von einem unterliegenden Disease. Also, wie sagt man, also von einem unterschwelligen
Imbalance des Mhm. Immunsystems, Ja, Stoffwechselsystems. ja. Und für mich ist sehr schnell klar gewesen, sehr, sehr schnell, und ich kann da auch noch mal in der Zeitlinie so zurückgehen, wie das entstanden ist oder wie ich zu meiner Erkenntnis kam, weil da Mhm. gab's keinen Doktor, der mich wachgeschüttelt hat. Das war wirklich meine eigene Erkenntnis, dass ich gesagt habe: „Okay, es ist eine Stoffwechselerkrankung, es ist ein metabolisches Syndrom. Was kann ich tun, um einfach das Terrain zu verändern? Mhm. Was kann Mhm. ich tun, um Krebs, sage ich mal, auszuhungern im Sinne von, dass ich nicht dabei aushungere, ja? Das geht ja nicht nur um Ernährung auszuhungern, Nein. sondern gibt's ja noch verschiedene andere Sachen. Aber natürlich möchte ich auch nicht das so darstellen, dass ich, es auf die leichte Schulter nehme oder es so, zelebrieren möchte, aber ich habe in dieser Erkrankung einfach ein Purpose, ein Wert, eine Wertigkeit für mich gefunden, was ich niemals geglaubt hätte, weil du wirst es nicht glauben, Kendra, aber wenn ich nur alleine von Krebs gehört habe damals, also bevor meiner Diagnose, hat mich das so oft erschüttert, weil ich ein sehr Mhm. empathischer Mensch bin und sehr, emotionaler Mensch und auch Ja. sensibel. Und ich habe oft das Gefühl gehabt, dass ich so mitleide mit anderen Menschen, die ich Mhm. nicht mal kannte, ob das Mhm. ein Prominenter war oder 'n Nachbar. Und oft habe ich gedacht: „Mensch, was ist, wenn mir das mal passiert, so als Strafe?“ Weil ich war auch ein Mensch, der oft, würde ich jetzt von mir sagen, alle kennen mich schon lebensfroh, aber ich war trotzdem 'n sehr negativer Mensch. Also, ich hatte Mhm. oft das Gefühl, dass mein Glas oft halb leer war Mhm. und eher in der Situation oft das Negative gesehen habe als: „Ach Mensch, das schaffen wir schon, das ist jetzt das Positive.“ Und ich kann mich sehr gut an eine Situation erinnern, an der ich dachte, ich weiß es ganz genau, ich saß am Meer in Indien und ich dachte: „Wow, ich bin so undankbar, weil ich gerade auch nicht zufrieden bin in dieser Situation, in der ich war, wo es keinen Grund gab. Was ist, wenn mich mein Körper damit mal bestraft?“ Oh. Und ich weiß, und das war wie so 'ne, ich bin sehr intuitiv. Ich dachte jetzt nicht, dass es Krebs sein wird, und keiner hofft es ja, aber, ich denke, dass in mein Leben kommen musste, Mhm. um mich so zurück zu mir zu bringen. Verstehe ich. Wow. Was für 'ne Erkenntnis. Also, schon alleine diese ersten Sätze von dir, das reicht ja eigentlich schon. Okay, fertig. Also, aber natürlich möchte ich gerne auch 'n bisschen zurückgehen, liebe Mhm. Maria, und, nimm uns doch mal 'n bisschen mit. Es ist ja noch nicht so lange her und ich glaube auch die Zuhörer, sind auch sehr interessiert, wie das überhaupt so in den USA abläuft. Ich weiß, dass das Mhm. Gesundheitssystem 'n ganz anderes ist als jetzt hier bei uns in Deutschland, dass alles, privatisiert ist, dass es nicht diese Ja. Krankenversicherung an sich gibt, die wir jetzt eben hier bei uns im deutschen System haben. Also, lass uns doch gerne ein bisschen zurückgehen. Ich weiß, du hast auch geschrieben, dass du sehr, ja, oder dass du sehr viel im Job gemacht hast und dass du zu viel auch im Job gemacht hast. Das hattest du mir nämlich auch geschrieben. Ich glaube, das ist auch Mhm. ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer wenn man über die Grenzen auch hinausgeht, dann auch, Ja, ne, dass unser ja. Körper uns das ja auch immer wieder signalisiert. Aber, lass uns doch mal so ein bisschen zurückgehen. Also, was Mhm. war gerade so die Wochen vorher los? Gab es da sehr viel Stress in deinem Job oder vielleicht auch privat Mhm. in der Familie? Nimm uns doch mal mit. Ja, also ich würde gar nicht mal so sagen, dass es die Wochen zuvor waren, wobei ich sagen muss, dass die Wochen zuvor sehr schwer waren. Ich hatte das Gefühl körperlich, und ich kann mich gut erinnern, ich bin oft aufgestanden und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Du fühlst dich, als ob der Bus dich schon überrollt hat. Also Mhm. deine Glieder sind so schwer, und wenn dein Körper sich so schwer anfühlt, bremst er dich auf und du hast mental gar keine Motivation oder Kraft, den Tag euphorisch starten oder sich auf Mhm. irgendwas zu freuen. Und selbst wenn es 'n Wochenende war oder ich wusste, ich kann zu meinem Pferd gehen, es war wie so 'ne Blockade. Also, habe ich körperlich auf jeden Fall was gespürt. Und ich erinnere mich, ich habe das darauf geschoben: „Ja, vielleicht mache ich grad nicht genug Sport, vielleicht muss ich, das und das tun.“ Und wenn du mich erinnerst, gehe ich gern noch mal auf die Symptome ein, die ich Mhm. gehabt habe, Sehr vor der gerne. Diagnose. Aber wenn wir 'n ganzes Stück zurückgehen, denke ich, dass mein Weg schon begann, vielleicht schon als kleines Kind. Ich habe meinen leiblichen Vater sehr früh verloren, wobei Mhm. mein leiblicher Vater am Leben ist, aber er mit dem Schwangersein meiner Mama entschieden hat, dass er nicht möchte, dass ich seine Tochter bin. Und Mhm. ich glaube, das ist so 'n Trauma, was man auch schon unterbewusst mitbekommt. Das Absolut, möchte ich jetzt auch natürlich. nicht als
als Entschuldigung, Mein Gott. angeben oder als Grund, dass ich jetzt Krebs habe, aber ich glaube, dass sehr viel abläuft unterbewusst, was uns Ja, oft nicht wirklich bewusst ist. Und ich hatte total. da oft wirklich 'n Leben lang so 'ne Schwere oder so 'ne Trauer und es war vielleicht auch immer dieses: „Mein Glas ist nur halb voll.“ Und, ja, über die Jahre habe ich halt immer sehr viel im Außen agiert. Ich habe versucht, irgendwie ja, mir war immer sehr wichtig, was für mich zu erreichen, aber auch immer andere Menschen glücklich zu machen oder mich Mhm. anzupassen oder versuche, es jedem recht zu machen und weniger bei mir zu bleiben. Und, wir sind 2018 ja in die USA gezogen und Mhm. zuvor, genau, habe ich in 'ner sehr dominierenden Industrie gearbeitet und ich glaube, das war 'n sehr erfüllender Job. Ich fand ihn auch unfassbar spannend, und sehr energiegeladen. So habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Aber ich Mhm. glaube letztendlich, wenn ich zurückschaue, ich bin 'n sehr kreativer Mensch und auch jemand, für den es wichtig ist, in die Tiefe zu gehen mit vielen Dingen. Und ich glaube, dass ich mich da vielleicht auch 'n bisschen verloren habe und nicht so true to myself war, ja? Dass Mhm. man so viel im Außen, wow, Karriere und das. Und da gab's schon einige Anzeichen. Also, ich habe jahrelang mit chronischer Zystitis, also Blasenentzündung, gekämpft. Okay. Und, ich glaube, dass das schon ein Vorläu ich glaube nicht, ich weiß es heute, 'n Vorläufer ist von meiner Krebsdiagnose, weil einfach das wichtigste Organ ist und bleibt auch der Darm. Mhm. Und wenn man immer wieder Antibiotika nimmt und so viele Runden und wirklich das ganze Milieu Ja. schädigt, ist das schon der perfekte Sturm für eine Mhm. Krebserkrankung, Beispiel. Ja. Dazu würde ich auch sagen, unser zweites Auswandern, also, ich habe zuvor schon in den USA gelebt, in Washington, Virginia, Maryland, in dieser Gegend. Und genau, habe mich dann entschieden, wieder zurückzuziehen. Das war ich noch unverheiratet, ohne Kinder. Und das war schon so 'ne Tragik, würde ich sagen, so die USA zu verlassen. Das war aus persönlichen Gründen damals. Bin zurückgekehrt nach Deutschland, habe dann diesen Job angefangen, der wirklich toll war. Mhm. Und eines Tages hat mir dann eben mein Mann gesagt, wir wandern jetzt aus und das war erst mal so: „Puh, okay, jetzt habe ich vielleicht was gefunden, was mich erfüllt und was mich Mhm. auch weiterbringt im Leben. Und jetzt gebe ich sozusagen mein Leben, ich will nicht sagen auf, aber vielleicht für 'ne Entscheidung von meinem Partner, Mhm. dem ich keine Steine in 'n Weg legen möchte und gehe jetzt in die USA.“ Und ich habe das gern gemacht, allerdings sind wir dann in die USA gegangen und dann war bei mir erst mal alles raus, die Luft. Ich kam von, sage ich mal, jemanden, der sehr, ich würde jetzt nicht sagen karriereorientiert, aber schon sehr Mhm. zielstrebig und ich hatte 'n sehr guten Job und auf einmal war einfach nichts. Und wir sind hier in die Südstaaten gezogen, die kannte ich auch zuvor nicht so, nur vom Reisen. Mhm. Und da war erst mal 'n ganz tiefes Loch. Und ich bin Mhm. kein Mensch, der Heimweh hat oder immer bei seinen Eltern sein muss, weil ich wirklich in verschiedenen Ländern studiert habe, viel gereist bin. Aber irgendwie kam so 'ne tiefe Trauer und Leere und die hat auch relativ lange angehalten, obwohl ich 'n sehr Ja. sozialer Mensch bin. Und das erste Mal, weil ich auch mit meinem Sohn, der war damals 4, hierher gekommen bin, habe ich Amerika anders wahrgenommen. Weil als ich das erste Mal nach Amerika gegangen bin, war ich 'n Au-pair und da ist alles so Ja aufregend, so klar. Hollywood-like. Aber dann schaust du als Erwachsener 'n bisschen hinter die Kulissen, ja, Mhm. und, kannst auch 'n bisschen mehr erkennen, was hier so abläuft, nicht nur politisch, aber auch so gesellschaftlich. Ja. Und dann bin ich erst mal ziemlich auf die Nase gefallen und war auch, ach, einfach so 'n trostloser Tropfen. Also, ich war wirklich ziemlich down. Das kann ich mich Mhm. erinnern und Mhm. ich habe auch das so richtig rebelliert. So: „Warum mussten wir hierher? Ich wollte nicht hierher.“ Und es hat 'ne Weile gedauert, bis ich mich aufrappeln konnte, aber wenn ich so zurückschaue, denke ich, ich habe mich da auch 'n bisschen gehen lassen, im Sinne von, dass ich nicht so bei meinem Sport dran geblieben bin, nicht so viel mein soziales Netzwerk aufgebaut habe, sondern 'n bisschen untergegangen bin. Mhm. Und ich glaube, dass sich da sehr viel psychisch manifestiert hat an Trauer, Wut. Ja, Ach, klar. Hass würde ich jetzt nicht sagen, ist zu extrem, aber einfach so 'ne Unzufriedenheit. Ja. „Warum Ja. sind wir jetzt hier? Ich mag's hier nicht.“ Und, ja, ich habe das dann angefangen, irgendwann irgendwie auszugleichen. Ich habe 'n neues Hobby begonnen. Ich habe mit dem Reiten angefangen. Als Erwachsener ist es sehr schwierig. Mhm. Bin nicht als Kind geritten wie viele andere. Und, ich habe das begonnen, dann habe ich relativ schnell, mir 2 Pferde gekauft und habe auch ein Pferd aus Deutschland importiert. Das habe ich dir eingangs auch erzählt. Mhm. Und das war für mich so 'n Traum, den ich mir erfüllen könnte, aber leider ging dieser Traum ist der relativ schnell geplatzt. Es hat nicht so funktioniert. Und dann ist mein Frust wieder losgegangen oder meine absolute Trauer, ja, weil ich bin
mich erklären konnte. Das war wieder so typisch Maria, habe ich mich in was reingegeben und bin dann sehr schnell, ja, im Elend gelandet Mhm, sozusagen. mhm, Und, die Pferde haben mir auch was gespiegelt. Also, es ist enorm, was Tiere natürlich. wiedergeben können. Grade Pferde. Und, ich habe das auch gespürt, weil ich hatte eine, wie nennt man das? So 'ne Tierflüsterin Mhm, da ja. und die hat das Pferd mit mir in Verbindung gestellt und Mhm. da hat sie mich darauf aufmerksam gemacht. Bevor ich die Diagnose Brustkrebs hatte, hat die Verbindung zwischen dem Pferd und mir darauf aufmerksam gemacht, Mhm, dass da mhm, was nicht stimmt. Und ich habe den Tumor 2 Wochen später, selber ertastet beim morgendlichen, also Pilates zu Hause und war mhm. auch sehr geschockt, aber ich wusste sofort, ja, ich kann keinen Brustkrebs haben, weil ich habe sehr lange gestillt. Und das Klischee ist immer noch, wenn man lange stillt, ist das die beste Vorsorge und dann bekommt man auch keinen Brustkrebs. Und wieso ich? Ich bin schon seit 12 Jahren vegan, ich Ah lebe ja. glutenfrei, ich lebe zuckerfrei. Das heißt, ich konsumiere Zucker, aber nur in natürliche Form, in Dattelsüße, Kokosblütenzucker, aber kein Mhm. industriell hergestellter Zucker. Und ich wusste schon, ja, okay, ist komisch, aber ich wusste, es ist kein Brustkrebs. Nein, auf keinen Fall. Aber ich war schon ein bisschen beunruhigt und dachte: „Ja gut, ich kläre es auf jeden Fall ab.“ Mhm. Und, genau, wenn du möchtest, kann ich dich da durch wie ich dann zur Diagnose Durchleiten, genau. gekommen bin, genau. Es hat relativ lange gedauert, bis ich dann wirklich 'n Termin bekommen habe, weil in den USA ist es so und korrigiere mich, wenn das anders ist in Deutschland, aber ich Ja kann klar. mich nicht erinnern, als ich noch in Deutschland war. Du kannst halt zum Frauenarzt gehen und kannst 'n Ultraschall machen. Aber in den USA, wenn du über 35 bist du gezwungen, Mammographie zu machen. Und ich hatte nie 'ne Echt? Mammographie in meinem Krass. Leben. Ne, das ist bei uns nicht so. Die Genau wird erst ab und, 50 hier sein. ich wusste auch schon so ich habe mich nicht so viel mit dem Brustkrebsthema jemals beschäftigen müssen. Ich kenne auch niemanden, der Brustkrebs hatte. Das muss ich dazu sagen, niemand in unserer Familie, niemand im Bekannten oder Freundeskreis. Und, das hat sehr lange gedauert, bis ich 'n Termin hatte, weil ich musste irgendwie versuchen, da reinzukommen. Und die hatten mir dann gesagt: „Du darfst nur den Ultraschall bekommen, wenn du auch eine Mammographie machst.“ Das ist ja Und dann crazy. wusste ich nicht, wie ich das anstelle, weil ich war ja der festen Überzeugung ich hatte mit so vielen meiner Freunde geredet, dass ich nur eine, Zyste hatte. Mhm. Ja, die so mit Wasser gefüllt ist oder eine Veränderung, weil ich hatte erst 1 Jahr davor mit Stillen aufgehört. Mhm. Ja gut, klar. Und ich muss dazu sagen, und das ist eine sehr, krasse Story, finde ich, dass 5 Wochen zuvor meine Tochter aus Versehen mit ihrer ganzen Handfläche sich auf meiner Brust auf dieser Brust abgestützt hatte. Mhm. Wir haben so gespielt und ich hatte keinen BH an und ich habe geschrien. Das war ein Schmerz, der ist so tief in meinen Körper gegangen. Und 5 Wochen später hatte ich was gefühlt. Das heißt, ich dachte, dass diese Zyste oder dass sich das einfach wie verhärtet hat. Das Ja, war klar. meine Analogy, ne, so meine Mhm. Erklärung. Und jedenfalls habe ich's geschafft, dann diesen Termin zu bekommen, weil ich hatte eine Strategie und die Strategie war, ich sage einfach, ich mache zuerst den Ultraschall und wenn der durch ist und ich clear bin, dann gehe ich einfach. Weil mich kann ja niemand zwingen zur Mammographie, ja? Grad in USA, ja, da hat ja jeder Mitspracherecht. Mhm. Und du musst dir vorstellen, ich bin zu diesem Termin ganz ja, ich will nicht sagen blauäugig, aber ich bin da jetzt auch nicht mit Familie hingegangen oder mit Mhm. meinem Mann. Ja Ich bin da klar. mit 'ner engen Freundin hingegangen und wir wollten danach auch sozusagen Kaffee trinken oder ich trinke immer 'n Smoothie, ich bin kein Kaffeetrinker. Und es war jetzt nicht so, dass ich denke: „Oh Gott, da kommt jetzt also, das war eher, ich lasse es abklären und dann kann ich mein Leben weiterleben.“ Ja, und ich erinnere mich, wir haben über Pferde gesprochen und die in Amerika sind das so Technical Assistants. Das sind jetzt keine Ärzte, die den Ultraschall machen. Und Mhm. sie hat mit mir geplaudert und ich habe auf sie geachtet und sie hat mir ein Gefühl gegeben, dass sie da was Komisches sieht. Also, sie hat die Okay. ganze Zeit mit mir gelacht. Und als sie fertig war und ich noch so gedacht habe: „Na ja, wusste ich doch“, sagt sie so zu mir: „Ich muss den Arzt leider holen, weil ich weiß nicht, was ich sehe.“ Mhm. Und dann habe ich gesagt: „Was bedeutet das? Ich weiß nicht, was Sie sehen.“ Und sie so: „Ich kann es nicht identifizieren.“ Und auf einmal war so 'ne Schwere im Raum. Mhm. Und da muss ich schon sagen, das kann man schwer beschreiben. Man weint da jetzt nicht. Das ist 'n ganz merkwürdiges Gefühl, so wie so 'n Fass ohne Boden, so: „Okay, ich setze mich jetzt hin. Mhm. Es ist trotzdem nur 'ne Zyste, ich weiß es ja.“ Und der Arzt kam rein und er hatte in Englisch sagt man keine guten Bedside Manners. Ja. Er hat sich einfach so verschränkt an den Schrank gestellt, angelehnt und hat nur gesagt
du musst die Mammographie jetzt machen. Und dann habe ich gesagt: „Ja, ich habe ja schon entschieden, dass ich die nicht mache, weil das ist ja nur 'ne Zyste“, habe ich auch noch gesagt. „Ich werde keine Mammographie machen, das möchte ich nicht.“ Und ich muss auch sagen, ich hatte wie einen Druck auf der Brust. Ich hatte keinen krassen Schmerz, aber der Druck, der ist auch bis zu meiner Schulter so hochgezogen, ja. Und ich Mhm. dachte immer, es ist nur Verspannung. Ja. Und der Arzt hat dann gesagt: „Maria, das ist keine Zyste. Die Außenwände sind nicht solide, die sind ausgefranst und ich sehe eine“, und er hat gesagt, sehr große Masse. Also, Mhm. „I see a very large mass.“ Mhm. Und in diesem Moment dachte ich nur, das ist so irgendwie, wie man's aus der Biologie kennt, okay, ausgefranst, groß. Das war schon das war das Wort wollte ich nicht wahrhaben, aber irgendwie war das schon: „Um Gottes Willen, was soll denn das sein? Vielleicht ist es was, was er gar nicht kennt.“ Und dann habe ich dann mich überreden lassen zu dieser Mammographie und habe ihn auch gebeten, weil ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Brust dann so plattgedrückt wird, ja, weil das schon 'n bisschen sore war. Mhm. Und er war dann wirklich kurzzeitig empathisch, hat gesagt: „Ich sage, der Technician Bescheid, dass sie das so einstellt, dass das nicht so schmerzhaft ist.“ Das habe ich ihm Mhm. dann auch geglaubt. Und ich kam total verstört in diesen Raum. Und ich weiß noch, die sind ja alle so liebevoll immer im das ist 'n bisschen anders als in Deutschland, die sind wirklich alle super nett hier und am liebsten umarmen die dich und du bist Ach, immer schön. funny for everyone. Und dann hat auch die Assistant dort gesagt: „Was ist mit dir los? Ist alles okay? Beruhige dich.“ Ich habe nicht geweint, aber ich habe auch nicht hören können, was sie mir sagt. Ich war wie Mhm. in so 'ner Zone. Sie hat gesagt: „Egal, was jetzt passiert, Maria, wir können jetzt nicht rausfinden, ob das Krebs ist oder nicht. Das kann nur eine Biopsie.“ Mhm. Und Mhm. dann war ich erst mal wieder total erleichtert, weil ich wusste: „Okay, dann werden wir ja heute nicht rausfinden, ob das Krebs ist oder nicht“, weil für 'n Moment wollte ich's wahrscheinlich auch nicht wissen, ja? Mhm. Mhm. Und ich war dann wieder ganz ruhig, habe es gemacht, war auch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Und ich kann mich noch erinnern, in Amerika ist es immer sehr witzig, die achten sehr darauf, dass man dich nicht nackig sieht und du hast dann auch immer so Hemdchen an. Und ich bin in so 'n Vorraum gegangen, der ist sehr, sehr klein, da ist wirklich nur 'n Tisch, 'n Stuhl drinne. Und da ziehst du dich wieder an und ich habe Mhm. auch versucht, mich anzuziehen und es hat nicht mal, ich weiß nicht, vielleicht 2 Minuten, es war ganz schnell, weil sie warten oft und klopfen erst mal, ob man angezogen ist. Und ich Mhm. war noch nicht mal angezogen, ich war halbnackt. Und der Arzt kam sofort rein und der hat auch, ich glaube, der hat nur geklopft und aufgemacht. Und da dachte ich schon so: „Wow.“ Und er hat sich hingestellt und es war so 'ne Energie und das hat mir schon nicht gefallen. Und er hat Mhm. gesagt als Erstes: „Die gute Nachricht ist, deine die Brust, die rechte Brust, die ist frei, ist alles okay. Die gute Nachricht ist nichts in den Lymphen.“ Und dann habe ich noch ihn so angeguckt: „See, I told you.“ Und da sagt er: „Aber wir sehen viele Kalzifizierungen“, sagt man das so? Verkalkungen, sorry. Verkalkungen, ja. Verkalkerung, genau, Ablagerung. Ja. Und dann sagt er ganz blunt, so aus dem Nichts: „Und Verkalkungen in Kombination mit einer Masse ist Krebs, Mhm. Maria.“ Mhm. Und wie er das gesagt hat, es war gar keine Empathie, das war so rausgeschossen. Und das war ich glaube, jeder kann sich an diesen Moment erinnern und es Natürlich. ist wie, du bist nicht da. Deine Seele hat grad deinen Körper verlassen und du hörst was, aber es bist nicht du. Ja, genau. Ja. Genau, und das war, wie ich meine Diagnose, ja, erfahren habe. Und das war Boah. September letzten Jahres. Wie ging es dann weiter? Also, wie lange hat es gedauert, bis du's dann auch selber realisieren konntest und bis du dann Mhm. eben auch mit anderen da drüber sprechen konntest, sei es dein Ehemann, deine Kinder vielleicht? Ja, das war, glaube ich, das Traumatischste und ich habe nicht geweint in dem Moment, als ich's erfahren habe und auch nicht, als ich mich umgezogen habe, weil's wie so 'n Sog. Aber ich glaube, das Schlimmste war es dann, meine Familie zu sehen. Also, Mhm. mein Mann, mein Sohn, der war grad beim Training und mein Mann hat da zugeguckt und hat sofort ihn vom Spielfeld genommen und mein Sohn ist sehr, sehr tiefgründig auch und er spürt Energien extrem. Er ist einfach schon in Panik verfallen, weil sein Papa, er wollte ihm das nicht sagen und ich wollte das auch nicht richtig sagen am Telefon, aber mein Mann hat nicht richtig losgelassen und ich war schon zu Hause. Ähm und das Leid zu sehen, ich weiß es noch, bei uns zu Hause dann. Meine Tochter, die war da 4, die hat Mhm. das irgendwie nicht so richtig mitbekommen, mein Sohn 10. Und dieses Leid, ich stand da nur und die beiden, das war, glaube ich, das Allerschlimmste. Dieses Mhm. Wow. Und ich war stark in dem Moment, weil ich so Mhm. das noch nicht wahrscheinlich so richtig verstanden hatte. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, die Nächte darauf, ich bin kein Mensch, der Insomnia hat oder schlaflos ist, die Nächte darauf waren
da schläfst du nicht. Du wachst Mhm. gefühlt jede halbe Stunde auf und denkst: „Um Gottes Willen, was ist mein nächster Schritt?“ Mhm. Aber, und das habe ich auch durch Krebs gelernt, wow, egal wie schlimm dein Schicksal ist, es geht immer weiter. Mhm. Es kann noch so dunkel sein, ob du 'n Verlust hast. Ich habe noch kein Kind verloren oder 'n enges Familienmitglied zum Glück, ja, Mhm. aber ich konnte mir das auch nie vorstellen, so 'n Verlust durchzumachen. Ja, ja, Und jetzt weiß ich, dass egal was dir passiert, es geht immer weiter, weil das ist, der Körper oder der Mensch ist dafür ausgelegt. Und ja. es hat nur einen Tag gedauert. Ich würde sagen, einen Tag, weil ich habe viele angerufen, ich habe sofort alle angerufen, ich brauchte jetzt nicht Zeit für mich. Das Problem war, ich wusste schon, was ich auf keinen Fall tun würde, ist eine Biopsie. Mhm. Und das ist extrem. Ich habe mich nie eingelesen, aber ich wusste schon, dass Biopsien, Seeding verursachen, also dass es streuen wird. Und ich wusste, dass ich das nicht will. Und das war das größte Problem, weil wir 3 Tage danach nach Hawaii geflogen wären auf unsere große, Reise. Mhm. Und ich dann so 'n bisschen diesen Druck hatte: „Was mache ich jetzt?“ Und ich hatte dann nur 2 Tage, weil der Arzt hatte gesagt, und das war das Schwierige für mich, und das ist auch was, wo ich mich schnell entfernen musste, dieses extreme Pushen von ärztlicher Seite. Du musst sofort die Biopsie machen. Du hast grade erst mal erfahren, dass du Krebs hast. Und ich finde, du musst es erst mal sacken lassen, was es mit dir macht und was Mhm. willst du als Nächstes tun. Du bist so schnell in diesem Teufelskreis, dass du gar keine Zeit hast, dich auf irgend 'ne Entscheidung vorzubereiten, sie zu überdenken, sie zu hinterfragen. Du wirst sofort reingepusht, und das ist auch mir passiert, weil ich wusste schon, ich will keine Biopsie. Ich wusste es, und ich habe, weiß ich noch, dann die Ärzte angerufen und alle, die ich kannte, mich belesen, aber das schaffst du auch nicht in 2 Tagen, wenn du wenig Schlaf hattest Mhm. und auch Schock hattest und alle trauern gefühlt um dich rum. Und das Schwerste ist auch, deine Familie kann nicht einfach in deinem Haus vorbeikommen. Die musst du erst Mhm. mal alle anrufen, die 6 Stunden Zeitverschiebung, Ja, und klar. alle fühlen sich total taub. Mhm. Taub ist 'n gutes Mhm. Wort. Hilflos und taub. Wir sind Mhm. nicht für Maria können nicht da sein. Und ich habe diese Biopsie gemacht, 2 Tage später. Und ich muss sagen, rückblickend, äh, das war das Brutalste, was ich bisher erleben musste, muss ich Mhm. wirklich sagen. Ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber ich habe wirklich, also, ich hatte eine Hausgeburt. Ich glaube, ich kann Schmerz gut tolerieren. Oh ja. Äh, da ist irgendwas passiert. Und ich denke, und das klingt jetzt bestimmt sehr spirituell, ich denke nicht, ich weiß, das war nicht nur körperlicher Schmerz, der auch entstanden ist, weil sie dann 3 Tumormarker rein, nicht injiziert, sondern die schießen die ja rein. Ich weiß nicht, ob du das auch hattest, Ja, diese ja, in Metallmarker. Deutschland ist das auch so. Und genau, ich glaube, dass da was gelöst wurde. Im Sinne Ah. von, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser körperliche Tumor auch was Seelisches losgelassen hat, was ich für Mhm. Jahre lang hier getragen habe, weil ich habe Ja, natürlich. einen sehr großen Tumor, und man sagt, dass ich den Tumor wahrscheinlich schon 8 bis 10 Jahre habe. Und da war sehr Wow. viel Trauma und viel Schmerz und viel dabei, was in diesem Moment rausgekommen ist. Um es aber kurz zusammenzufassen, ich habe diese Biopsie gemacht, und ich habe 2 Wochen später, meines Mannes zuliebe, muss ich sagen, habe ich, dieses Meeting mitgemacht. In den USA läuft es so, da trifft man den Onkologen, den, Surgeon, der, Operateur, Mhm. und, der Bestrahler. Genau, diese 3 Leute, und es ist 'n fünfstündiges Meeting, und dann gehen die durch den ganzen Therapieplan und du machst Tests und alles. Es ist 'n sehr, sehr voller Tag. Und ich hatte ja, habe ich dir ja gesagt, 'n sehr großen Tumor. Das heißt für Mhm. mich, ich habe das nur meinem Mann zuliebe gemacht, weil ich habe mich sehr schnell davon, ich habe die Biopsie gemacht, ich wusste dann, was es war, dass es 'n hormongesteuerter Krebs ist. Das ist nicht für mich, in dem Moment dachte ich: „Gut, es ist nicht triple negative.“ Das Ja, war für mich genau. Ja. 'n kleiner Lichtblick, ja. Aber ich habe mir das nur angehört meines Mannes zuliebe. Aber ich muss sagen, und da komme ich zu deiner Frage, du hast mich gefragt, was hier anders ist. Ich war absolut schockiert, wie radikal die Maßnahmen sind. Mir wurde gesagt, also, zum Zeitpunkt der Diagnose, ich weiß nicht, welches Stadium ich jetzt bin. Mhm. Zum Zeitpunkt der Diagnose war es Stadium 1, obwohl ich 'n sehr großen Tumor habe, aber ich hatte Lymphe eben frei. Mir wurde gesagt, dass wir sofort 'ne doppelte Mastektomie machen, Brustamputation, dass Okay, wir krass. dann,
wahrscheinlich mit dem Pathologiereport, den sie dann analysieren nach der OP. Chemo machen ist 'n es ist nicht der erste Ansatz, aber Chemo war jetzt nicht aus'm Raum. Das würde Mhm. erst nach der OP entschieden werden. Aber auf jeden Fall Bestrahlung. Bei der Bestrahlung ist mir sehr negativ aufgestoßen, dass es ist meine Herzregion, auf der Seite Mhm. meiner Herzregion. Und die Strahlentherapeutin hat gesagt: „Ja, Maria, es gibt nur ein kleines Problem, dass es auf der Seite deines Herzens ist, aber das können wir lösen. Wenn du bestrahlt wirst, dann wirst du immer deine Luft anhalten, dass das Herz in den hinteren, Herzklappenraum, weiß jetzt nicht den richtigen Mhm. Term, Mhm. rückfällt und dann wird dein Herz nicht so in Mitleidenschaft gezogen. Und ich habe sie angeschaut und ich bin kein Mediziner, aber das hat für mich überhaupt nicht resoniert, dass wenn ich meine Luft anhalte, mein Herz da nicht in Mitleidenschaft Mhm. gezogen wird. Verstehe ich, ja. Dann wurde mir gesagt, dass ich jeden Monat dann eben, künstlich in die Wechseljahre gesetzt werden würde Mhm. durch eine Spritze mit einem Implantat und dass ich für die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall Hormonblocker nehmen werde und dass wir dann noch eine, Operation für beide Eierstöcke, also Uterus, Eierstöcke und Eierstücke, dass wir das Gebärmutter. dann nach 3 bis 6 Monaten auch noch rausnehmen. Und als ich das gehört habe, dachte ich so: Boah, ist aber „Wow, brutal. ihr gebt mir den Behandlungsplan, der ein Krebspatient im 4. Stadium mit vielleicht Metastasen bekommen würde.“ Und ich wusste sofort, es ist nicht mein Weg. Ich kann's Mhm. nicht beschreiben. Ich wollte es nicht, ich habe das auch nicht debattiert. Ich habe mir alles angehört, aber ich wusste, das ist nicht mein Weg. Mhm. Und ich würde nie jemanden verurteilen, der diesen Weg geht, Nein, gar jemand nicht. verurteilen, der Chemo macht, Bestrahlung, weil Heilung ist sehr individuell. Natürlich. Und Heilung muss für jemanden stimmig sein. Und natürlich Mhm. bin ich in vielerlei auf sehr viel Negativität gestoßen im engeren Umfeld, aber auch von vielen fremden Menschen, die mir einfach auch den Tod wünschen, weil sie meinen, dass ich das auf die ja, dass ich das auf die leichte Schulter nehme. Aber man muss sich bewusst sein, wenn ich an eine Therapie nicht glaube, kann sie bei mir auch nicht Mhm. wirksam. Ist so. Natürlich, ja Und klar. das finde ich was wirklich Wichtiges. Mhm. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe nicht einfach gewartet. An dem Tag der Biopsie die ersten 4 Bücher mir bestellt auf Amazon. Seither habe ich 14 Bücher gelesen Wow. und habe mich wirklich tief in die Thematik Krebs eingelesen. Was ist Krebs? Was macht Krebs? Und nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf seelischer Ebene, sondern Mhm. dass ich wirklich zu mir zurückfinde. Und das ist Sehr was, gut. was es gibt dir so 'n Empowerment, weißt du, dass du das Ruder zurücknimmst und dass du versuchst, bei dir zu bleiben. Weil ich muss ehrlich gestehen, und es ist immer noch so, wenn ich in dieses medizinische Terrain gehe, das macht mir einfach Angst. Mhm. Mhm. Weil ich fühle mich so hilflos, weil du wirst ständig mit Negativität konfrontiert. Wenn du den Hormonblocker nicht machst, dann ist dein Risiko das. Und wir vergessen einfach, wie wichtig auch dein Geist ist und wie Mhm. viel du wirklich selber beeinflussen kannst. Wir sind nicht 'ne Statistik. Ja, Statistiken sind wichtig, aber wir sind alles individuelle Ja, Menschen. richtig. Und Ja. ich finde nicht, dass jeder Weg für jeden gleich ist. Man muss Mhm. nur für sich den finden. Und ich bin der festen Überzeugung, ich habe nicht alle Antworten auf meine Heilreise und ich will auch nicht super klug klingen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen heilen, die was ändern in ihrem Leben. Mhm. Ob's Ja. 'n Beenden 'ner toxischen Beziehung ist, ob's 'n Job ist, den sie verlassen, 'n Umzug, weil ich auch oft denke, dass es vielleicht schwer ist, an dem Ort zu heilen, wo du krank geworden bist. Mhm. Will Mhm. jetzt nicht sagen, dass man da nicht heilen kann, aber man muss vielleicht Voraussetzungen haben, dass man was wirklich verändert. Aber, die Menschen, die sich nur auf Krebs als Symptom als Krebs als Krankheit, Ja, wie sagt genau. man, konzentrieren, indem Mhm. sie's wegschneiden, verbrennen und vergiften und danach genau wieder zurückgehen in ihr altes Leben. Das ist für mich nicht Heilung. Es mag Mhm. für manche funktionieren, aber du hast sicher Für auch den schon einige Moment vielleicht. interviewt. Genau, das ist 'ne Momentaufnahme. Wie oft habe ich gehört, und ich habe viele Menschen kennengelernt, dass das in 5, in 10 Jahren Krebs zurückkam und oft gar nicht in dem gleichen Organ. Das Organ war gar nicht mehr da und Mhm. oft dann viel später in 'nem Ja, späteren Stadium und aggressiver. ja, ist so. Definitiv. Ja. Kann ich nur zu 100% bestätigen, ja. Ja. Und ich finde, der Ansatz ist, dass Krebs
ist immer noch dieses Massendenken, dass Krebs einfach nur eine Mutation ist oder einfach ein Genetikfehler. Das ist Mhm. falsch. Nur Mhm. 5 bis 10% aller Krebserkrankungen sind genetisch. Ja, ist Der Rest ist metabolisch und das mhm. ist, wie wir leben, was wir konsumieren, Ja. Social Media, Stress. Und ja, ich hatte ein sehr stressiges Leben im Sinne von, ich kann dafür niemanden, nicht meinen Job, meinen Mann oder irgendjemand dafür Mhm. verantwortlich machen. Ich habe den Stress in meinem Leben kreiert. Mhm. Und Mhm. Krebs ernährt sich nicht nur von Zucker. Mhm. Ja, Ja. Glukose, Krebs ernährt sich auch von Unterbewussten. Mhm. Ja, Angst, von Trauma. Mhm. Depressionen, Ja. Trauma. Und Ja, ich muss auch natürlich. sagen, ich hatte auch wirklich viele, viele Ängste. Und das bringt mich zurück, vielleicht, falls das spannend ist, welche Symptome ich hatte. Mhm. Also Gerne. ich hatte wirklich diese Negativität, also dieses Glas halb voll, aber ich dachte einfach, das bin ich eben. Ne, ich Mhm. hatte vielleicht schwerer in der Kindheit, weil der Verlust meines Vaters, ich habe einen liebevollen Papa, der bei mir ist, seit ich klein bin. Aber trotzdem macht es was mit einem, wenn man sich nicht geliebt fühlt von dem eigenen leiblichen Vater, ja? Natürlich. Ja, klar. Und, ich weiß, dass und ich wünsche mir für die Leute, die vielleicht zuhören, dass man Symptome ernster nimmt, dass man nicht Mhm. sagt: „Okay, ich war zu lange am Handy nachts, deswegen bin ich immer übermüdet“ oder „Okay, ich, mache zu wenig Sport, deshalb bin ich träge.“ Ja, das können Faktoren sein, aber es ist nicht normal, ständig 'n Blähbauch zu haben, den ich auch Mhm. hatte, dass man, egal was man isst, 'n Blähbauch hat. Es ist nicht normal, so diese schwere Müdigkeit zu spüren, ja, und dass man das Gefühl hat, man muss Kaffee trinken, um aus dieser da rauszukommen. Mhm. Es Mhm. ist nicht normal, Hautirritation, dieses alles, was ist Neurodermit, also so viele Dinge, die es gibt, ja, oder Mhm. Autoimmunerkrankungen. Also, da könnte ich jetzt so weit greifen, will ich gar nicht, aber das sind alles Anzeichen und ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, ich weiß es, der Körper versucht uns diese Symptome zu geben, zu sagen: „Bitte schau hin, Ja, da ist genau. was Tieferlegendes.“ Aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie schwer das ist und wie teuer es ist, auch in Deutschland zu Heilpraktikern zu gehen. Und Mhm. wer hört mich und sagt nicht einfach nur: „Okay, du hast Kopfschmerzen, hier hast du die Tablette.“ Das ist Mhm. halt, und das ist mein Problem mit der Schulmedizin. Ich will die gar nicht schlecht reden, die hat ihre Daseinsberechtigung, die ist wichtig. Aber heutzutage wird so viel einfach nur Mhm. Symptomoptimierung So. unternommen, ja? Es wird nicht Mhm. mehr an der Wurzel, am Root Cause gearbeitet. Ja. Warum ist der Mensch krank? Ich habe die Symptome, die ich hatte, zu lange toleriert und ich denke, dass ich relativ gut gerade damit fahre, weil ich trotzdem gesundheitsbewusst war, vegan war und auf viele Dinge geachtet habe und aber dann noch mal 'n radikaleren Shift gemacht habe, also nach meiner Diagnose, der Mhm. mich jetzt auf den jetzigen Heilweg gebracht hat. Magst du uns 'n bisschen erzählen, wenn du dich gegen den schulmedizinischen Weg entschieden hast, welchen Weg du Mhm. dann gegangen bist? Genau. Also, als Allererstes habe ich erst mal, ja, nur gelesen. Ich hatte keinen Arzt. Also, wir leben jetzt in keiner Metropole in USA. Und ich habe mich so viel belesen, dass ich erst mal wusste, dass ich mein Immunsystem stärken muss und erst mal, und das ist so 'n Modewort, Detox, aber wirklich erst mal entgiften muss. Nicht nur Mhm. körperlich, sondern auch seelisch. Ja. Das heißt, ich habe irgendwie alles auf Hold gesetzt. Ich habe irgendwie versucht, alles rauszunehmen, jeglichen Stress, auch Stress mit Menschen, Mhm. toxischen Stress, ja. Mhm. Und ich habe begonnen, mich zu belesen. Ich hatte einen Wunsch, weil ich habe das Buch, „Hope for Cancer“ gelesen Mhm. und vielleicht hast du von der Klinik gehört. Das ist 'ne Klinik, 'ne integrative Klinik in Mexiko. Mhm. Die wurde von Dr. Jimenez gegründet. Und in diesem Buch habe ich da auch einige Wegweiser gefunden, was kann man tun, um den Körper besser zu entgiften. Und ich habe angefangen, extremer zu schwitzen, ja, weil viele Leute versuchen nur über Sport zu schwitzen, aber da kannst du gar nicht so viel über die Haut abgeben oder dieses Level an Schwitzen erreichen. Also musst du schon dich wirklich sehr verausgaben. Mhm. Und ich habe begonnen, und das war am Anfang sehr schwer. Ich hatte ja schon vegan gegessen, aber ich habe alle Energiequellen, alle Formen von Kohlenhydraten weggelassen. So, bis Reis, Kartoffeln, Nudeln, und das mache ich jetzt schon seit 13 Monaten. Das war am Anfang nicht leicht, weil du denkst, das ist das, was dich sättigt, ja? Stärke, Starches. Aber das, glaube ich, war erst mal das beste Balsam für meinen Darm, weil mein Mhm. Darm hatte so gelitten die ganzen Jahre durch die Antibiotika. Ich habe gar keine mehr Mhm. genommen, aber mein ganzes Darmmilieu war zerstört. Mhm. Und da
beginnt es? Weil viele wissen auch nicht, wie überbelastet zum Beispiel ein weiteres Entgiftungsorgan ist, nämlich die Leber. Wenn Mhm. die Leber zum Beispiel nicht mehr entgiften kann, was macht die Leber? Die gibt dann die Giftstoffe zurück ins Blut ab. Mhm. Und das wissen auch viele Menschen nicht. Und über das Blut dann zum Beispiel können alle Giftstoffe sich sammeln und so entstehen auch Tumore. Mhm. Und dann habe ich angefangen mit Kaffeeeinläufen, wo ich mich immer gegen gewehrt hatte. Das wollte ich nicht. Aber die Kaffeeeinläufe haben mir wirklich geholfen, alles auszureinigen. Weil ich dachte immer, ja, ich habe keine Parasiten, ich esse ja keinen rohen Fisch. Warum sollte ich Parasiten haben? Aber ich habe das dann für 7 Wochen jeden Tag gemacht. Oh, wow. Und ja, ist natürlich jetzt sehr intim, aber wir sind ja hier nur zu zweit. Habe dann angefangen, auch Parasiten auszustoßen und das war für mich auch so 'n Learning, wo ich dachte: „Wow, das ist ja krass, was sich in deinem Körper ansammelt und du hast keine Ahnung.“ Und viele Mhm. Menschen wissen auch nicht, was für Nebenwirkungen oder was du durch Parasiten wirklich für Symptome haben kannst, wie Depressionen, Ängste und auch dieses Stresslevel, diese Produktivität, dieses Verlangen nach: „Ich muss, ich muss, ich muss.“ Genau, dann habe ich angefangen, ich weiß nicht, wie es in Deutsch heißt, Hyperbaric Chamber, also Sauerstofftherapie, Mhm. weil Krebszellen ja fermentiert sind und gesunde Zellen ja Oxygen, Sauerstoff brauchen, um sich weiterzuteilen und Krebszellen ja dadurch eliminiert werden können. Das heißt, ich habe sehr viele Dinge getan, erstmal für mich selber. Und ich habe Mhm. sofort mit Infusionen angefangen, mit hochdosiertem Vitamin C, weil Ja, das ja freie Radikale bindet. ja, genau. Und auch zu Apoptosis, ist es in Deutsch das gleiche Wort? Apoptose heißt es, glaube ich. Genau, also das Zerstören von Tumorzellen Mhm. begünstigt. Und das habe ich für Oktober, November, Dezember bis Januar alleine gemacht. Also ich hatte keinen Arzt. Und das Schwierige war auch dieses Pushen von meiner Onkologin. Also die haben mich angerufen, die haben ohne mir meine Zustimmung zu haben, mir einfach 'n Termin mich einfach eingetragen für die doppelte Brustamputation. Und dann haben sie immer wieder angerufen und ich habe gedacht: „Wow, ich sage euch, wenn ich zu ra bereit bin, nicht ihr Mhm. mir.“ Und Mhm. das war auch so 'n Signal: Geht es hier wirklich um mich als Patient oder geht's hier nur um 'n Abarbeiten von, weiß ich Mhm. nicht, To-dos? Also, das fand ich auch sehr skurril, dass sie mich so gepusht haben. Und ich hatte dann leider im Januar 'n sehr schweren Reitunfall, aus dem Nichts. Und der hat dann ich hatte mehrere Knochenbrüche Oh. und habe leider auch 'n lebensbedrohliche, Blutgerinnsel im Bein entwickelt, Mhm. der wahrscheinlich mich eher das Leben gekostet hätte als die Krebserkrankung. Und der hat dann erst mal alles auf Stillstand gesetzt, weil ich saß dann im Rollstuhl über längere Zeit und ich konnte keine meiner Therapien machen, Mhm. weil viele meiner Therapien, auch die Supplements, die ich genommen habe, sehr reich an Antioxidantien sind. Mhm. Und wenn du Blutverdünner nimmst, kannst du das nicht. Also, es funktioniert Ja, nicht zusammen. ja, ja. Und das war, glaube ich, der absolute Stillstand in meinem Leben, den ich nicht nur seelisch hatte, sondern auch körperlich. Mhm. Aber trotzdem wieder ein Geschenk, weil ich ja dann nichts tun konnte. Ne. Und in dieser Zeit, wusste ich schon, dass ich mich angemeldet hatte für Hope for Cancer, für die Klinik in Mexiko und war da auch super dankbar dafür, dass ich so 'ne Chance hatte. Und da war ich dann im März. Ich musste für diese Klinik musste ich ein Video von mir machen, dass man sehen kann, dass ich laufen kann. War aber leider noch nicht so weit, weil ich hätte eine OP benötigt, um mein Knie wieder zu rekonstruieren. Mhm. Aber die habe ich abgelehnt, weil ich mein Immunsystem nicht noch weiter schwächen wollte. Das heißt, ich habe alles gegeben, um wieder zu regenerieren, habe das dann auch geschafft und war im März, genau, bei Hope for Cancer. Und da habe ich natürlich noch viel mehr, ja, Therapieansätze kennengelernt und, viele Sachen, Sichtweisen, was man noch tun kann, wie man sein da habe ich von Hyperthermie auch gelernt. Ich Mhm. weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Das ist eben Fiebertherapie, Ja, kenne ich, ja. weil, die Struktur von Krebszellen, die Proteine werden zerstört, wenn man, ja, 'n Fieber erzeugt im Körper. Und das war, glaube ich, 'n ganz wichtige Reise auch zu mir selber, weil es war das erste Mal ohne meine Kinder, dass ich mich nur auf mich konzentrieren konnte. Und dort wurde mir, gesagt, dass innerhalb von 3 Wochen der Tumor um 30% kleiner geworden ist, was für mich Wow. ja 'n großes, ja, 'ne große Erleichterung auch Mhm. war. Mhm. Und
Es war aber sehr schwer, zurückzukommen und in diesem Protokoll zu bleiben. Ich glaube, ich habe in den 3 Wochen über 200 Infusionen gehabt, jeden Tag. Ich war absolut zerstochen. Und wenn du in so einem Sog bist, war wieder typisch Maria, du musst, das musst du alles machen, damit du immer weiter den Tumor schrumpfst. Das ist auch wieder so eine Kontrolle, weißt du, dieses „Ich muss“, das ist Ja, aber genau. falsch. Heilen heißt nicht, dass du Mhm. 500 Infusionen machen musst, ja? Das hat ja verschiedene Ebenen. Und da bin ich dann erst mal in 'n tiefes Loch gefallen. Dann hatte ich so das Gefühl: „Ja, was mache ich denn jetzt weiter? Wie geht's weiter?“ Ich habe auch viel Methylblau genommen, davon hatte ich krasse Kopfschmerzen. Meine Zähne sind grau geworden. Also, ich habe auch wirklich viele Sachen ausprobiert oder Ausprobieren. gemacht, wo ich dachte: „Wow, okay, habe ich done that, okay, that's it.“ Aber ja, ich bin dann nach Deutschland gereist im Sommer und muss sagen, ich habe ein MR doch 'n MRT und ein Ultraschall gemacht, bevor ich nach Deutschland gegangen bin. Das war dann so 6 bis 8 Wochen nach meinem Klinikaufenthalt, weil Mhm. man ist ein Jahr in dem Klinikkonstrukt drinne. Man kehrt auch zurück dorthin nach 3 Monaten, wenn man das möchte, 6 bis 9 und wird dann immer weiter gemonitort. Also, weiterhin ist man in diesem, Konzept drinne. Mhm. Und da hat der Ultraschall was anderes angezeigt. Also, der Ultraschall hat angezeigt, dass der Tumor sich angeblich verdoppelt hätte. Für mich 'n großer Schock war, weil ich nicht verstanden habe, wie was 30% kleiner werden kann und 6 bis 8 Wochen später sich verdoppelt. Mhm. Was wir bis heute nicht wissen, der Tumor ist angeschwollen und hat Nekrose verursacht, also es ist Absterben, dann schwillt 'n Tumor auch an. Mhm. Und ich muss sagen, dass was wirklich schwierig für mich ist diese ganzen Scans. Also, wenn man dahin geht, die Wartezeit, diese Unsicherheit und welches Schicksalsschlag kommt als Nächstes auf mich zu? Und ich habe Mhm. dann einfach entschieden für mich, ich muss mich frei davon machen. Ich werde alles machen, alle Therapien, die ich tun kann. Aber es ist auch so falsch, sich immer nur auf irgendwelche Zahlen zu konzentrieren. Natürlich will ich nicht, dass sich ausbreitet, Mhm. aber es hat mir zu viel Stress gemacht. Immer wieder ist es jetzt mehr, ist es jetzt weniger? Ja, Und ich klar. habe dann aufgehört damit und habe einen tollen Arzt in München gefunden, der einen Wirkstofftest bei mir gemacht hat. Erst mal zu schauen, was ich alles mache, welche, s Repositionierungsmedikamente, die ich nehme, ob die bei mir überhaupt fruchten, ob die Mhm. Krebszellen überhaupt sensibel darauf reagieren. Genau. Und dieser Test war wirklich sehr wichtig, weil das ist auch egal, welchen Weg man einschlägt, ja, ich meine, man gibt so viel Geld aus auf dieser Heilreise, egal welchen Weg man gibt. Und da kam erst mal raus, dass viele dieser Mittel, die ich nehme, überhaupt nicht anschlagen für mich. Mhm. Und das war auch 'n großes Learning, dass ich dachte: „Wow, lieber nehme ich nur 3 Mittel ein als 50, 60 verschiedene, Ja, die unfassbar teuer sind und überhaupt keine Wirkung bringen.“ Und ja, vielleicht auch noch, richtig. ja, Haare fallen dir aus und sonst was. Mhm. Und dieser Arzt wollte dann, dass ich auch in München bleibe. Der hat mir angeboten, 'ne Kombi zu machen über IPT, insulinpotenzierte Therapie, Mhm. ja, mit verschiedensten biologischen Infusionen. Bei dem Test kam auch raus, dass die Krebszellen bei mir auf Chemotherapie gar nicht wirklich reagieren würden. Fand ich Mhm. spannend. Und er hat mir dann 'n Therapieansatz gegeben, das war sehr schwer. Ich habe auch 2 Kinder, wie soll ich das jetzt machen in München? Meine Freunde Mhm. hatten mir dann angeboten, dort wohnen zu können. Ich habe mich dann aber entschieden, zurückzukommen und habe eine Klinik hier gefunden in Atlanta, das ist 2,5 Stunden weg von mir, bei der ich Ansätze dieser Therapie, die machen kein IPT, dort durchführen könnte. Mhm. Und das habe ich gemacht für 10 Wochen lang. Und ich habe was gemacht, davon wusste ich nicht, dass es das gibt. Ich habe mich entschieden, eins der pflanzlichen Medikamente, was sehr zytotoxisch ist, direkt in den Tumor injizieren zu lassen. Und Okay, das muss ich sagen, das war für mich das Schwerste dieser ganzen Reise. Ist 'n unheimlich schmerzhafter Prozess. Mensch. Der ist eine lange Nadel und das kann man nicht betäuben in der Brust so tief. Oh. Und die Nadel, die federt sich durch verschiedene Teile des Tumors. Und das kann man auch nicht mit einer Biopsie, vergleichen. Und Boah. das habe ich mit Helixor gemacht, also Misteltherapie. Mhm. Das kennen wir auch, Und ja. was ich so extrem an dieser Reise fand oder an dieser Heiltherapie, wie toxisch auch Pflanzen sein können, ja?
weil alles ist natürlich stammt ja von Pflanzen und wird chemisch oder Ja, synthetisch ja. aufbereitet. Aber die Mistel also, ich war so krank und mir ging's so schlecht. Ich hatte so 'n extremen Immun-Response. Ich hatte Fieber, also Schüttelfrost, auch Tage, ich lag nur im Bett und, es waren sehr schwierige 10 Wochen, muss ich sagen. Also, ich Mhm. habe das gemacht in Kombination mit vielen biologischen Infusionen, also wieder hochdosiertes Vitamin C, Artemisin, Ortisunat, und Mistel auch direkt über die Vene. Also, das habe ich alles gemacht und habe zeitgleich versucht, über diese Repurpose Drugs, bei euch sind es Repositionierungsmedikamente, Mhm. versucht, auch Krebs in seinen verschiedenen Pfaden zu unterbinden, ja? Weil Krebs ernährt sich ja nicht nur von Glukosezucker, sondern auch über Aminosäuren, Fette Mhm. und, es ist sehr, sehr schwierig rauszufinden für sich selber, über welche Pfade du das noch unterbinden kannst. Und da habe ich einige also, würde ich schon sagen, dass mein Ansatz trotzdem komplementär ist, weil ich Mhm. natürlich keine Chemo mache, bisher keine OP hatte und keine Bestrahlung, aber Medikamente mit einbeziehe, die für andere Zwecke sozusagen eingesetzt Mhm. werden. Wow. Ja. Kannst ja schon 'n Buch drüber schreiben. Ja, habe ich mir auch schon gedacht, aber ja, 'n Ratgeber schreibt heutzutage auch jeder. Aber ja, ich versuche immer also, es wenden sich viele Leute an mich, weil viele auch einfach so verzweifelt sind und das hast du sicher Mhm. auch gehört, dass oft die Menschen auch den Lebenswillen verlieren durch die Therapien. Mhm. Und das Mhm. ist das Schwierige, ja, dass man irgendwie versucht wie gelangt man an Heilung, dass man sein System nicht zerstört? Mhm. Und Mhm. für mich, wenn ich das so für mich resümieren könnte oder meine ganze Heilreise beschreiben könnte, ich bekämpfe nicht Krebs. Ich versuche auch Mhm. Krebs nicht zu eliminieren. Mhm. Ich versuche Krebs zu heilen. Mhm. Und ich Ja, finde, dass das 'n ganz anderer Ansatz ist. ja, Ich ist so. möchte heilen, weil, weißt du, ich habe es ganz oft erlebt und ich, verurteile diese Menschen nicht, weil jeder hat seine Nein, eigene Wahrheit, natürlich aber nicht. Ja, ja. wie oft höre ich: „Dieses Monster muss raus. Ja, Fuck ich weiß. Cancer. Ja, ja. I hate it." Was, wenn ich das zu mir machen würde, ich würde mich ja bekämpfen, weil Ja. Krebs sind doch nicht irgendwelche implementierten Zellen. Es sind meine Zellen, die aus der Liebe geraten sind, die fermentiert in den Fermentierungsprozess gegangen sind und daran ist niemand anderes schuld außer ich. Im Sinne Mhm. von gut, Schuldzuweisung ist auch so was Krasses, aber meine Lebensweise hat mich dahin gebracht, ja? Meine Entscheidungen im Leben, die ich Mhm. nicht vielleicht immer für mich, sondern gegen mich getroffen Mhm. habe. Mhm. Und das ist mein Ansatz. Ich möchte heilen. Ich Mhm. kämpfe nicht. Bei mir ist es kein Kampf. Ja, ja. Und ich will auch nicht sagen, nur weil ich es jetzt so leicht beschreibe, dass es nicht schwer ist. Es ist trotzdem 'ne Last. Und ich Und du habe auch beschreibst es schwere nicht leicht. Also, ich glaube, jeder, der eine Krebsdiagnose hatte, der weiß schon, wovon du redest und dass man das in keinster Weise als Leichtigkeit irgendwie bezeichnen kann. Ja, ja. Und ich wünsche mir für viele Menschen, die davon betroffen sind, wenn ich einen Wunsch hätte, dass sie auch mehr hinterfragen. Mhm. Und damit meine ich nicht, dass wir nur die Schulmedizin in Frage stellen, aber Mhm. oft einfach sagen: „Passt das so für mich? Ist das, was ich brauche?" Weil wir haben doch 'ne tiefe Intuition. Unser Körper gibt uns doch es ist doch kein Feind. Und ich glaube, wenn man es schafft, so sich emotional, seelisch, spirituell und körperlich auf eine wie sagt man, auf einen Nenner zu bringen, dann ist das für mich Heilung. Mhm. Und oft Mhm. sind wir total entgleist, weil Mhm. wir vielleicht nur in 'nem Sinne ganz anders körperlich denken, wie: „Oh, ich brauche Muskeln und ich muss so ad hoc so alles asketisch machen." Aber oft sind wir gar nicht mehr mit uns verbunden und auch gar nicht mit der Natur verbunden. Das hat mir meine Heilreise auch gezeigt, so dieses Zurückkehren zu mir, so dieses ich lebe im Moment. Das kann ich so gut jetzt, Kendra. Dieses Ja, bin jetzt hier mit dir und ich habe auch schon vergessen, dass ich bald wahrscheinlich meinen Sohn abholen muss. Einfach genau. annehmen und im Jetzt sein. Und das kann der Mensch so schwer. Wir sind immer: „Was koche ich als Nächstes? Ja. Wo gehe ich als Nächstes in Urlaub?" Dieser Moment ist so flüchtig, aber er ist so wertvoll. Und Mhm. das hat mir diese Reise auch geschenkt, diesen Moment anzunehmen. Und auch die Natur. Wie schön ist bitte die Natur? Früher dachte ich immer: „Oh Gott, das sind alles nur Kartoffelhosenträger, die die Bäume umarmen oder die einfach so, ja, die nur wandern wollen", weißt du? Aber
Wir haben uns viel zu sehr von der Natur entfernt. Ja. Atmen. Wie wichtig Mhm. ist bitte Atmung? Ja. Tief atmen. Wir Mhm. atmen alle nicht tief. Wir atmen bestimmt nur das Volumen so 20% ein von dem, Ja. was wir vermögend sind. Und da geht's schon los. Und oft jetzt, wenn ich so gestresst bin oder ich bin nicht mehr so oft gestresst, lasse es nicht zu, aber so vor Momenten wie, ja, ich habe wieder so eine Injektion in meine Brust, da habe ich natürlich auch Angst und fühle Stress aufkommen oder auf kurz vor Mhm. einem Scan. Dieses: „Okay, ich bin bei Auch, mir, ne? ich habe mich, wir schaffen das“, so dieses Zurückfinden zu mir. Und Mhm. ich finde, dass, wenn ich ein Jahr lang jetzt zurückblicke, ich habe diese Kraft gewinnen können, weil ich mich von der Meinung meiner Onkologin distanzieren konnte. Sobald Mhm. ich zu ihr zurückkomme, rollt sie ihre Augen, sie schüttelt ihren Kopf. Und wenn ich ihr sage: „Wissen Sie, wenn ich all das mache, was Sie mir sagen, bin ich nicht gesund. Ich bin Mhm. für die nächsten 10 Jahre nicht gesund.“ Mhm. Und ich glaube, das ist was das Schwierige ist mit diesem alleinigen Weg. Ich will das gar nicht verbannen, aber nur schulmedizinisch sich behandeln zu lassen, ist schwierig, Mhm. weil du so viel zerstörst in deinem Körper. Das Mhm. ganze Milieu, was schon im Survival State ist, zerstörst du noch mehr. Und es ist schwer, das zu sagen. Und ich hoffe, ich greife damit niemanden an, aber ich bin der festen Überzeugung, die meisten Menschen sterben nicht an Krebs. Die sterben an den Therapien. Ja, natürlich. Da Weil sind wir einfach uns das ganz einig, ne? Organversagen so extrem Ja. ist und wir nicht genug getan haben, um zeitgleich den Körper aufzubauen. Mhm. Kann nicht sagen, dass ich niemals Chemo machen würde, niemals Bestrahlung, niemals eine OP, aber im Moment ist es nicht mein Weg und ich versuche alles zu tun, für mich das Beste zu wählen, dass, wenn ich mal an den Punkt komme, wo das die letzte Chance ist oder die einzige, mein Körper das schaffen kann. Ja, absolut. Aber ich finde, es ist auch so wichtig, dass es eben auch mehrere Wege gibt, ne? So wie du Mhm. jetzt deinen eigenen Weg gegangen bist und ich 'n Ja, absoluter Freund auch davon bin, also, ich bin den schulmedizinischen Weg gegangen, ja, und ja, ich kenne auch oder fast alle, die bei mir im Interview waren, sind auch sehr, sehr viele den schulmedizinischen Weg gegangen. Aber unter anderem auch ich und auch andere Interviewpartnerinnen von mir haben eben auch einen anderen Weg noch dazu gewählt dann ja, eben. Und das ist eben diese Kombination und ich genau. verurteile keinen dann eben auch, der jetzt nur den schulmedizinischen Weg Ja, geht. Wenn das ihr oder sein Weg ist, dann ist es völlig d'accord, dann ist es seine Entscheidung und es ist ja, sein Weg. Das ist völlig in Ordnung. Aber ich finde auch, es ist ganz wichtig, dass man, grade in der heutigen Gesellschaft, dass wir unsere eigene Meinung haben dürfen total. und dass wir eben auch ein mündiger Mensch sind. Ich mag dieses Wort Mhm. Patient nicht und dass wir Ja, mitreden dürfen, genau. ja, und Ja. dass wir mit selber entscheiden dürfen. Selbstbestimmung. Ja, Genau. absolut. Selbstbestimmung. Weil am Ende sind wir der Kunde. Ja, Wir können uns gern richtig. was anhören und das ist mein schwieriges Thema, wenn das Ego der Ärzte dann so groß wird, weil Genau, wir den Weg nicht so gehen und dann werden sie unverschämt oder genau. ich habe es auch erlebt, dann dürfen die nicht zurückkommen, um Scans zu machen. Und Mhm. nochmal, ich habe trotzdem dieses Gefühl, dass nicht das Gefühl, aber ich weiß, das ist auch kein alternativer Weg, sondern das ist einfach Biochemie, weil viele Menschen wissen trotzdem nicht, dass der Schlüssel ist zur Heilung, die Mitochondrien wiederherzustellen, weil das Mhm. sind unsere Energiequellen. Mhm. Das ist das und deshalb entsteht Krebs und wenn wir's schaffen durch Bewegung, zum Beispiel viele Menschen wissen nicht, okay, Mitochondrien, ja, habe ich noch nie gehört oder man kennt es aus Biologie, aber wenn man schafft, diese Energiequellen, die sich auch wiederherstellen können, zum Beispiel zerstörte Mitochondrien können sich auch wieder erneuern. Und wenn man das durch Bewegung, die brauchen zum Beispiel Sauerstoff, ja, wenn man versucht, so die Biochemie, das Terrain umzuändern, alles umzukrempeln, wirklich mal alles anders zu machen, wie ich es vorher gemacht habe. Ja, und Leute machen Mhm. sich immer lustig über Veganer und was, aber diese Ernährung, die Form, und da gibt's hunderte Ernährungen, da sage ich auch nicht, meine ist die richtige, ja, da gibt's Mhm. ketogene Ernährung, wie du weißt, Ja. vegane, Karnivore. Ich für mich war für mich schlüssig war den Weg, den ich gehe, wie ich mich ernähre und das ist einfach, dass ich 'n basisches Milieu erziele, Mhm. ja? Und Mhm. das kann ich nur, wenn ich Milchprodukte weglasse, wenn ich, Gluten weglasse und jegliche Zuckerquellen, weil Krebs 'n Acidic Disease ist. Also, die brauchen was Gegenteil von basisch, sauer. Mhm. Die können sich nur in 'nem sauren Milieu ausbreiten und wachsen und streuen.
Aber wenn ich es schaffe, soweit man kann nie 100% basisch sein, Mhm. ja? Du brauchst ja auch ein saures Milieu, du scheidest ja auch Giftstoffe aus. Aber wenn ich schaffe, durch meine Ernährung relativ basisch zu sein, dann weiß ich, ist das auch schon Heilung. Und alle Symptome, die ich hatte, die ich vorher, um irgendwie den Kreis auch ein bisschen zu schließen, was ich dir gesagt habe, Übermüdigkeit und auch oft, wenn 17 Uhr wurde, die Dunkle, diese Schwere, jetzt wird's wieder Abend, Mhm. oder so Sorgen vor der Zukunft, diese Schwere, meine ganzen Gliedmaßen waren so schwer. Ich habe kein einziges Symptom mehr. Mhm. Keins. Ja, Mhm. ich habe Krebs, ich habe einen Tumor. Ich rede auch nicht weg, dass ich das nicht habe, aber ich lebe auch so, dass ich mich schon heil sehe. Also, ich visualisiere mich sehr mit der Maria, die dann zelebrieren wird: „Ich habe das geschafft“, und das gibt mir irgendwie so viel positives Feedback, dass ich fühle mich gesund. Mhm. Mhm. Und ich weiß, und das hast du eingangs auch gesagt, das ist absolut triggering für viele Menschen und es klingt surreal, aber für mich ist Krebs ein Geschenk, Mhm. weil mir das so viele Türen geöffnet hat. Es hat mir die Augen geöffnet, wer ich bin, und ich habe viel mehr zu mir zurückgefunden. Was Mhm. möchte ich? Wer bin ich? Mit welchen Menschen möchte ich was zu tun haben? Wer tut mir eigentlich gar nicht gut und wer versucht mich die ganze Zeit zu schaden auf meine Kosten? Mhm. Und ich Ja. finde, das ist so was Schönes und das hat nichts mit Egoismus zu tun, Mhm. aber Gar du nicht. strahlst dann auch was ganz anderes aus, so 'ne andere Lebensfreude und Herzlichkeit, und weißt du, klar gibt's Dinge, da mache ich mir trotzdem noch Sorgen. Ich habe auch 2 Kinder und es gibt auch Tage, bin ich mal wütend auf was, aber das ist nicht Mhm. mehr so langwierig und auch nicht, ich bin einfach zufrieden mit Mhm. dem, was ich grad habe, weil Ja. Krebs ist trotzdem auch ein Weckruf, sich mit seiner Sterblichkeit auseinanderzusetzen. Mhm. Ja, und wir wissen alle, dass wir irgendwann sterben müssen, aber wir verdrängen das trotzdem, und Mhm. in unserer westlichen Welt ist der Tod, finde ich, auch irgendwie so aus der Gesellschaft verbannt. Mhm. Ja, Ja, das wird ja auch nicht so total. zelebriert. Und, viele sind auch nicht gläubig und glauben an Leben nach dem Tod. Und ich finde, wenn man damit mehr konfrontiert ist, und ich denke, da spreche ich für viele, fängt man an, mehr zu leben. Mhm. Ja. Weil natürlich weiß ich nicht, ich wünsche mir, dass ich nicht an Krebs sterbe. Weiß ich's? Nein, aber das Mhm. weiß keiner. Ne. Weißt du? Aber das ist auch dieses Geschenk, dass Heilung ist mehr als nur dieses Verständnis, 'n Schmerz zu eliminieren. Das ist eigentlich die Mhm. Rückkehr zu uns selber, Mhm. zu unserem inneren Kern. Mhm. Und das ist für mich 'n Geschenk, weil ich habe das gefunden. Ja, also ich glaube, dass das so wahre Worte sind und du sagst es ja auch so, das ist so, das bedeutet ja für dich auch wahrscheinlich so in der Art nach Hause kommen, dann eben zu mir Mhm. selber zurückzukommen, dann Ja, eben auch, was viele, nicht verstehen. Aber, wenn man dann auch deine Geschichte kennt und wenn man dann hinter die Fassade dann blicken kann, kann man auch immer mehr dann auch, diesen Weg dann auch erkennen dann, ne? Und dass du angekommen bist bei dir. genau. Und, das ist auch das, was ich so vielen Menschen eigentlich versuche mitzugeben, Mhm. dass durch so eine Diagnose dann immer das so 'n Aufwecken war, so wie du's ja auch Richtig. sagst, die Symptome Mhm. waren vorher schon da, wir haben sie aber nicht gehört. Mein Genau. Lieblingsspruch ist immer wieder, dass die Seele zu dem Körper sagt: „Körper, mach irgendwas.“ Sie hört Genau. einfach nicht auf mich. Ich habe so viele Anzeichen gesetzt, aber Richtig. sie übergeht es einfach die ganze Zeit und es Ja. muss dieser Hammerschlag kommen, dass wir aufwachen, dass wir Mhm. etwas ändern, dass wir eben auch unsere Genau. Strategie ändern, unser Leben ändern, unser Verhalten ändern, ne? Und dass Richtig. es aber nicht nur mit dieser Schulmedizin etwas zu tun hat, sondern Mhm. vor allem auch mit der Seele, ne? Also, weil Genau. grad Körper, Geist und Seele das eben eine Kombi ist. Richtig, richtig. Das ist ja auch evolutionär schon gegeben, dass der Mensch hat 'n Überlebensinstinkt. Ja, Und richtig. deswegen kommuniziert ja auch der Körper mit dir, ja? Ja. Der will am Ende, wir wollen ja weiterleben. Das glaube ich, das kriege ich ungefähr zusammen. Genau, ich habe auch von Leuten, gehört, man soll Krebs auch nicht personifizieren und sagen: „Mein Krebs“, aber Richtig. dass viele Menschen auch sagen, das ist ja wie 'ne Symbiose. Du kannst nur leben, wenn ich lebe, und du hast mir jetzt gezeigt, oder ich habe meine Aufgabe verstanden, die ich zu tun habe, und jetzt kann ich loslassen und es ist Zeit zu gehen. Weil Ja. wenn du stirbst, wenn ich sterbe, dann stirbst du auch. Mhm. Und für dich ist es jetzt Zeit, einfach zu gehen. Und ich fand, das ist eigentlich auch 'n interessanter Mhm. Ansatz, dass Heilung dort beginnt, wo ich aufhöre, gegen mich selbst zu kämpfen. Voll schön.
einfach dieses Loslassen und sagen: „Ich akzeptiere mich. Mhm. Ich liebe mich für das, was ich bin. Ich muss nicht perfekt sein“, weil wir auch so kritisch mit uns sind, ja? Mhm. Und Total. sobald man loslässt, diesen inneren Kampf zu leben, Mhm. dann heilt man. Und Ja. davon bin ich fest überzeugt. Und Heilung natürlich bedeutet manchmal auch erlösen Mhm. oder Ja, ist so. loslassen. Ja, Natürlich sterben auch Leute von ja, Krebs, ja. ja, Und natürlich sterben Leute von Krebs, das möchte ich auch dazu sagen, egal welchen Weg sie gegangen sind. Es wird immer nur so natürlich. gesagt: „Ja, siehst du, die ist jetzt gestorben, weil sie eben keine Chemo gemacht hat, keine Bestrahlung.“ Das ist einfach nicht wahr. Ich Mhm. schrei auf beider Seite, ja, und jeder hat den Weg für sich gewählt und mit den Infos und dem System, was ihm eben auch gegeben war. Mhm. Ja, und Ja. deshalb würde ich nie jemanden verurteilen und hoffe auch immer, dass Leute mir gegenüber tolerant sind. In den Ja. ersten Monaten war das sehr, sehr schwer, weil jeder hatte auch eine Meinung Mhm. und jeder musste mir die auch aufdrängeln und dann auch mich als Person oder als Mutter in Frage stellen, wie unverantwortlich das ist, dass ich nicht den Leitlinien folge Mhm. und dass ja so viele Statistiken zu den Leitlinien geführt haben. Aber ich meine, es tut mir leid zu sagen, ich weiß, dass Ärzte sind intelligente Menschen, aber sie sind auch keine Götter und Mhm. es passieren auch viele Wunder. Ich lebe jetzt nicht nur dafür, dass 'n Wunder passiert, ich mache ja auch viele Dinge, Mhm. aber es ist trotzdem, jeder muss für sich dahinter schauen und wirklich auch schauen, was passt für mich. Jetzt habe ich nur zu Ende gebracht, ja, was es mit anderen Menschen macht oder dieses Heilen, dieses zu sich selber finden. Genau, richtig. Ja, also was ich da definitiv noch auch, zu mit einbringen kann, ist, dass es auch ganz wichtig ist, so wie du's ja auch gesagt hast, wenn wir das eben auch immer wieder zu uns selber sagen: „Es ist mein Krebs, es ist meine Krankheit.“ Und es ist immer dieses meins, meins, meins und wir können gar nicht daran loslassen. Wir Richtig. halten das die ganze Zeit Krebs und fest. Wir identifizieren uns mit mhm. dieser Krebserkrankung. Das ist auch noch mal Ja, 'n ganz, ganz wichtigen Punkt, definitiv auch jemandem mitzugeben, der selber jetzt auch zum Beispiel 'ne Diagnose auch hat, dass er sich davon loslässt dann eben auch, mhm. ne? Also, dass er, Ja, eben nicht natürlich nur der Krebs ist, sondern er auch, ja, ein Mensch ist dann eben auch. genau. Und ich habe das auch damals gemacht, dass ich auch nicht gesagt habe, Krebs oder meine Krankheit oder meine Diagnose, sondern, für mich hat sich's auch nicht so angefühlt, dass es 'ne Krankheit ist. Ich habe nie gesagt: „Ich bin krank“ oder so oder „Ich war Mhm. krank“, sondern ich habe gesagt, ich hatte eine Diagnose oder ich hatte Mhm. eine Krebsdiagnose. Und, für mich war das auch: „Okay, ist jetzt da.“ Ich habe ihm auch 'n Namen gegeben. Ich habe mich auch gut um ihn Mhm. gekümmert und alles. Aber ich habe gesagt: Ja. „Okay, das ist jetzt 'ne Reise gewesen. Du kannst hier 'ne einige Zeit bleiben.“ Mhm. Aber ich habe dann eben auch manifestiert, wann er gehen darf dann eben auch, ne? Genau. Und irgendwann, war der Knoten einfach nicht mehr spürbar, er war nicht mehr Mhm. sichtbar. Und da wusste ich auch: „Okay, alles klar, diese Reise ist jetzt beendet“ und er ist jetzt einfach gegangen. Und ich glaube, das ist auch noch mal ganz wichtig, das jemandem mitzugeben, so als Metapher, dass Ja. man sich das vor allem auch noch mal so vorstellen kann dann auch. Ja, Ja. das hast du gut resümiert, sehe ich auch so, das stimmt. Ja, definitiv. Und so wie du's ja auch sagst, das ist wir müssen uns alle mit der Endlichkeit dann eben auch beschäftigen und für manche, so schwer wie das klingt, so hart wie das klingt, möchte ich hier überhaupt gar keinen, verurteilen oder Sonstiges, aber manchmal kann der Tod auch die Erlösung sein. Also, der Richtig. Tod dann eben auch vor so vielen Schmerzen, vor so viel Metastasen. Ich habe es selber Mhm. erlebt durch meine Mutter und ich weiß, Ja, wovon ich rede und, für sie genau. war der Tod die Erlösung. Lösung. Sehe ich auch so. Ja. Und viele sind dann auch bereit dazu. Die Ja, sagen: „Das jetzt bin durchgegangen, ja, jetzt bin ich bereit zu gehen.“ Jeder, das ja, ist ja 'ne Reise, auf der wir alle sind, ja. Und, ich finde, dass es auch wichtig ist zu akzeptieren, ja, man darf sich lost fühlen, man darf weinen, man kann auch Wut fühlen, alle Emotionen sind erlaubt. Ich für mich habe nur gemerkt, ich bin dadurch nicht, wie sagt man, ich habe viele Menschen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, und es waren wirklich, sind sehr viele immer noch, die mhm, sind sehr in ein Loch gefallen, sehr ja, depressiv geworden und haben dann so 'n inneren Hass verspürt. Und bei mir ist eher das Licht aufgegangen, also ja, bei angegangen. mir auch, Und das fand ich so, das ist ja das Geschenk. Und deswegen ja, rückblickend, ich hatte schon einige, ja, Schicksalsschläge, würde ich schon beschreiben in meinem Leben. Und wenn ich zurückschaue, würde ich schon sagen, dass auch die Krebsdiagnose und alle anderen Schicksalsschläge, das ist wie, als ob das Leben
diese Schicksalsschläge in Geschenkpapier verpackt und dir dann übergibt, weil die natürlich keine wirklichen Geschenke sind und für viele, das absolute Trauma sind, aber wir verstehen das Geschenk immer im Nachgang oder Mhm. während der Reise, ja, so Mhm. rückblickend. Was hat es mit mir gemacht? Und am Ende bringt es uns doch immer weiter. Es ist doch Mhm. Wachstum, Mhm. weil wir so viele neue Dinge lernen, nicht nur an Informationen, sondern auch, wie wir weiter wachsen. Und ich finde, das bildet Charakter. Das ist wirkliche Charakterstärke. Wir Wenn alles immer toll läuft, du immer gesund bist, dann wirst du einfach undankbar. Mhm. Das ist ja kein, weißt du, das Schwimmen mit dem Strom. Ich glaube, das Schwierige und wirklich Hartnäckige ist, gegen den Strom zu schwimmen und auch mal Mhm. Dinge hinterfragen und nicht alles so zu machen. Und ich, ja, habe das auch schon in der Pandemie erlebt, weil ich dann viele Dinge hinterfragt habe und dann natürlich auch dadurch sehr viel Backlash gekriegt habe. Das kenne Ich ich. denke auch, das war ein Teil meiner Diagnose, die sich dann so allein fühlen. Jetzt wissen wir waren nie alleine. Da waren so viele andere Menschen, die genauso gefühlt haben, aber Ja. sich vielleicht nicht getraut haben, das zu sagen. Aber ich habe da sehr viel Schweißblut auch mit reingegeben, weil ich das auch, anwaltlich bekämpft in dem Sinne habe, für Mhm. meine Rechte zu kämpfen, weil ich einfach gesagt auch kein Aufenthaltsrecht mehr hier hatte, weil ich mich dem nicht gebeugt hatte. Und Wow, das du bist krass. Extreme ist, als ich einen Brief bekommen habe, dass ich diesen Kampf, das war schon wirklich eher 'n Kampf. Mein Krebs nenne ich nicht Kampf, aber das war schon ein Kampf mit den Anwälten. Als ich das gewonnen habe, hatte ich 3 Wochen später meine Diagnose. Boah, Und krass. das ist so was, wo ich oft denke, so, weil viele, das habe ich schon oft gehört, dass sie sagen: „Vorher habe ich mich topfit gefühlt und da war gar nichts." Und das mag auch sein, aber da sind oft Zeichen, die sehen wir gar nicht, die in Mhm. Relation stehen. Ja. Das kommt dann oft in 'nem ruhigen Moment und ich war ja grad super glücklich, ja. Mhm. Ich hatte Mhm. meine Aufenthaltsgenehmigung, also meine Green Card, von der spreche ich, hatte Mhm. ich dann endlich, steht mir auch zu, weil Mhm. ich für mich entscheiden kann, was ich mache mit meinem Körper. Das Mhm. kann keine Regierung für mich entscheiden, Mhm. ja. Und das war natürlich 4 lange Jahre voller Sorge auch und das ist auch Teil von meiner Diagnose, das weiß ich, weil da waren so Mhm. viele Emotionen. Ich wusste auch nicht, wie ich mit denen umgehen soll, dieses gegen so was Unsichtbares zu kämpfen, weißt Ja, du? natürlich. Ungerechtigkeit. Mhm. Mhm. Aber ich wünsche mir für meine Zukunft natürlich an erster Stelle, dass ich heilen werde. Ich manifestiere das. Ich fühle mich gesund. Das ist ja das Nächste. Ich fühle mich Ja, auch nicht krank. sehr Ja, es gut. gibt Tage, wenn ich wirklich auch 'n schwierigeren Tag habe oder so Nebenwirkungen habe, ja, von diesen Injektionen an meine Brust. Aber ich wünsche mir, dass ich weiterhin vertrauen kann, weil ich muss schon sagen, als ich die Diagnose hatte, habe ich mich 'n bisschen betrayed, selbst angelogen gefühlt, weil ich ja der Überzeugung war, ich kann das nicht haben, ja? Und da habe ich 'n bisschen diesen Bezug zu meinem Körper verloren. Und Mhm. das ist wie so 'ne kleine posttraumatische Störung, die sich immer wieder bemerkbar macht, wenn ich 'n Scan machen muss, 'n Blutbild, wo ich extrem nervös bin, weil du wirst nicht glauben, und es kommt noch mal zu deiner Frage zurück: In Amerika erfährst du deine Werte nicht vom Arzt. Die Okay. erfährst du über deine App. Das Oh. heißt, du siehst dann ein Licht aufblinken und was weiß ich, welche Uhrzeit, kannst du selber in deine App gehen und sehen: Hat der Krebs jetzt gestreut? Bin ich jetzt Stadium 4? Ist es jetzt gewachsen? Und das ist so 'ne Macht, die man zwar hat, dass man selber entscheiden kann, wie oder wo, aber es ist auch, puh, ich habe das letzte MRT habe ich tatsächlich 4 Wochen nicht in diese App reingeguckt. Ja, stell dir mal vor, du bist grad mitten aufm Highway Ja, und dann weißt du, ich bekommst habe du so 'ne gedacht, Nachricht ich dann auf kann der das App. nicht. Ich weiß, wie ich Oh. mich fühle und ich fühle mich toll und ich kann da einfach nicht reingucken. Ich verstehe Und ich da total, merke ja. ich und dann merke ich natürlich, ja, das ist 'n schweres Thema, ja, weil ich natürlich spüre, mir geht's gut und die Gedanken sind trotzdem und deine Mind sehr powerful, Mhm. Mhm. aber letztendlich sind's auch nur Worte, ja? Das versucht Mhm. meine Mama mir manchmal zu sagen, so: „Maria, letztendlich, ja." Ich weiß noch, als ich ihr zum Beispiel gesagt habe, ich habe Brustkrebs, da hat sie als Erstes, das würde man nie glauben, hat sie gesagt: „Ja, und?" Und ich so: „Was, ja und? Hast du's verstanden? Ich habe Krebs." „Ja und? Was ist denn Krebs?" Also, einfach diese Panik rausnehmen, weil letztendlich
ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, viele 60, 70, 80, 90-Jährige, die gestorben sind, die dann vielleicht obduziert wurden, die findet man mit mehreren Tumoren in ihrem Ja, ist ja Körper und die haben 'n normal. Leben Ja, lang genau. nicht davon gewusst. Ja, richtig, ist Und so. viele Menschen heutzutage wissen gar nicht, dass sie am Ende haben wir ja alle Krebs, ja. Natürlich, Wir ja. alle Krebszellen haben. Es ist Mhm. nur, wie ist dein Immunsystem Genau. gestärkt, ob Ja. sich wirklich 'n Tumor bilden kann, ja, Mhm. oder wachsen kann. Ja, Aber wir werden alle 'n Leben lang Krebs haben. Kinder haben Krebs, ja. Babys, alle. Mhm. Mhm. Aber ja, das finde ich wichtig, dass man so zu sich zurückfindet und das versteht, es ist einfach eine aus dem Gleichgewicht geratene Stoffwechselentgleisung. Das Mhm. ist Krebs und Mhm. es ist das Symptom von etwas viel Größerem. Und für mich hätte ich letzten September alles gemacht, was sie gemacht hätten, heißt es nicht, ich wäre jetzt krebsfrei, glücklich und positiv. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich jetzt nur so sprechen kann mit dir und das auch nicht ausgedacht ist oder erlogen. Ich fühle das und ich spüre das, weil ich mich um mich gekümmert habe. Und Mhm. das wäre nie passiert, wäre ich den anderen Weg gegangen. Ja. Wenn ich den gehen muss, wenn ich eine OP machen werden muss bald, werde ich so weit sein und kann sagen: „Jetzt habe ich das Symptom rausgenommen, aber da hört die Heilung nicht auf. Ich habe ja ein Milieu trotzdem vorher kreiert, dass nichts Neues wachsen kann.“ Mhm. Ja. Und weißt du, der Mensch ist sehr, sehr faul und der Mensch hat große Probleme, sich an ein neues Habit, an eine neue Ge 'ne Gewohnheit Mhm. zu bilden. Und ich sehe das immer so, ich war jetzt 1 Jahr in 'nem Extrem-Bootcamp, weil ich mache jeden Tag Therapien. Wenn du wüsstest, was ich alles für Maschinen in meinem Haus habe, die ich mir alle gekauft habe, die auch in Hope for Cancer ich kennengelernt habe. Es war 1 Jahr so ein Bootcamp, dass ich das verinnerlichen konnte. Dass ich verinnerlichen konnte, ich sage jetzt nicht, dass ich mich 'n Leben lang roh vegan ernähren werde und niemals Zucker, ja, das ist sehr, sehr schwierig, das gebe ich auch zu. Und ich habe auch Mhm. Gelüste, manchmal auch 'n Stück Kuchen, ja? Aber hätte ich alles gemacht, was die Ärzte gesagt hätten und dann Bücher gelesen, hätte ich aus Faulheit die schon gar nicht weitergelesen, weil ich gesagt hätte: „Das ist ja schon raus, es ist jetzt weg.“ Und da wäre ich niemals in diese selbstliebende Funktion gekommen, mich um mich zu kümmern. Das hätte ich niemals geschafft, weil du wärst zurück zu deinem Stress gegangen, du wärst zurück zu deinen alten Habits gegangen. Das ist einfach menschlich. Das kann Mhm. brauchst ja 'ne Weile, um 'ne neue Gewohnheit zu schaffen. Mhm. Ja. Und darauf bin ich stolz. Das kann ich so bold und selbstbewusst sagen. Darauf bin ich stolz, weil ich habe keinen Arzt, der mich anruft und sagt, ich habe immer noch keinen Arzt an meiner Seite, der jeden Monat nach mir checkt, ja? Ich weiß, wo ich anrufen kann, aber ich habe das mir alleine zusammengestellt. Das war keine Mama, kein Papa, mein Mann auch nicht, Mhm. niemand. Das war nur ich und Mhm. das kann mir niemand nehmen. Das Mhm. können mir auch keine Ärzte nehmen und die Ärzte respektieren mich mittlerweile, weil ich sie nicht angreifen will und das erwarte ich auch das Gleiche, aber ich hinterfrage. Ich weiß Mhm. genau, was sie vorhaben und ich das Wichtigste, oh, 'n ganz wichtiger Kern und ich weiß nicht, ob du den weißt und ich weiß nicht, ob das die Zuhörer wissen, aber das Wichtigste, was ich möchte, dass jeder, der jemanden kennt, der Krebs hat oder 'ne neue Diagnose hat oder selber an Krebs erkrankt ist, weder eine Chemotherapie, noch Bestrahlung, noch eine OP, was heutzutage immer noch die 3 Leitlinienansätze sind für Krebs, können Stammzellen eliminieren, können einfach nur die schnell teilenden Zellen schrumpfen. Ja, durch Chemotherapie kann man einen Tumor schrumpfen, Mhm. kann ihn durch Strahlentherapie eliminieren, man kann ihn Mhm. ausschneiden, Mhm. aber immer werden Stammzellen zurückbleiben. Und wenn man einen Arzt, Onkologen damit konfrontiert, darf er es nicht verneinen. Aber es erzählt ja auch Wow. kein Onkologe. Und Ne, ich möchte, wusste dass ich das auch nicht. jeder weiß. Deshalb sind auch die Menschen, die eine Krebserkrankung angeblich erneut bekommen, haben keine neue Krebserkrankung. Krebs Mhm. war die ganze Zeit da, aber Stammzellen, in Englisch Stem Cells, können weder übers Blutbild noch über 'n Scan, detected werden. Die sind dormant, sagt man in Englisch, die sind wie unsichtbar. Mhm. Und deshalb, wenn man zurückgeht zu seinem alten Lebensansatz, kann Krebs wieder aufflammen. Der ist kein neuer Krebs und oft ist er dann mutiert Mhm. und ich habe Frauen kennengelernt in jeder Klinik. In den Kliniken, wo ich bin, sind nicht Leute, die nur
anthroposophisch oder holistisch oder Ja. komplementär oder nur, also es sind alle möglichen Menschen da und es sind viele, die haben nur Standardlinien, also Schulmedizin, Mhm. die Mhm. folgen. Und ich habe Frauen kennengelernt, die hatten 'ne doppelte Mastektomie, Chemo, Bestrahlung. Jahrelang waren die in Behandlungsmethoden und es ist 20 Jahre her und jetzt haben sie Krebs in ihrer Vulva oder in ihrem Darm. Überall Metastasen und dann Stadium 4. Und das muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt schon so oft gehört. Wow, So oft, weil für krass. mich, was ich in meiner Recherche rausgefunden habe und mich auch belesen habe darüber, es ist trotzdem, ich sage nicht, dass Krebs 'ne Autoimmunerkrankung ist, aber hat 'ne ähnliche Struktur. Das heißt, wenn man einmal im Leben mit Krebs betroffen ist, muss man den Rest des Lebens achtsam sein. Sagen wir's, ich will nicht sagen, man sollte jetzt ängstlich sein oder vorsichtig, aber dein Körper hat es schon mal gehabt und du kannst nicht einfach nur normal so weitermachen wie vorher. Dann ist deine Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass Mhm. Krebs sich wieder sichtbar macht. Ich sage nicht, Mhm. das ist 'ne neue Erkrankung. Mhm. Deshalb glaube ich ja auch nicht daran, wenn Leute dann oft, die haben das Gen, dann sagen die: „Dann nehme ich jetzt beide Brüste vorsorglich ab.“ Kann für manchen funktionieren, aber oft kommt dann Gebärmutterhalskrebs. Das ist ja Mhm. wie 'n Ventil. Der Körper Ja. will dir was sagen und nur weil die Brust jetzt nicht da ist, dann geht Krebs eben woanders hin und Mhm. sucht sich 'nen anderes Organ. Richtig. Deshalb finde ich der Ansatz am allerlogischsten, dass du von verschiedenen Komponenten rangehst und das ist 'n Weg und weißt du, oft sagen auch Leute: „Ja, du hast ja immer noch 'n Tumor, das scheint ja nicht zu funktionieren.“ Dann denke ich mir: „Wow, das ist wie du hast auch Kinder, wenn du 'n Baby gebärst, was 9 Monate, 10 Monate in dir wächst, siehst du danach auch nicht sofort aus oder nach einem Jahr wie vorher, ja? Manche vielleicht sie's asketisch machen, aber es muss sich alles zurückbilden und wenn ich das ist mein Resultat, wie ich die letzten 8 bis 10 Jahre gelebt habe und ich weiß, wie ich gelebt habe, ja, immer auf der Mhm. Überholspur, habe ich dir erklärt. Mhm. Dann wird es seine Zeit brauchen und meinem Körper gebe ich die Zeit zu heilen. Mhm. Und ja, ich werde auch manchmal ungeduldig und ja, es gibt Dinge, wo ich auch jetzt grad mehr denn je drüber nachdenke, dass ich nicht eine OP in Erwägung ziehe. Also, es sind schon Dinge, wo ich sage: „Okay, ich habe es bis hierhin gemacht. Ich bin jetzt bereit, es gehen zu lassen.“ Mhm. Aber da hört es auch nicht auf. Ich sage dann nicht: „Gut, ich mache jetzt die OP.“ Und das ist 'n sehr großer Einschnitt für mich oder auch Mhm. sehr schwierig, aber ich musste selber an diesen Punkt kommen, wo ich sage: „Ich Mhm. lasse gehen“, weil ich will nichts beschönigen. So wie ich lebe, jetzt keine ist jetzt nicht wie normale Menschen leben würden, ja? Also, schon Mhm. sehr Mhm. extrem, auch wenn wir in Urlaub gehen. Ich bin sehr fokussiert auf mein Protokoll und ich würde auch nicht freiwillig aus einer Plastikflasche Wasser trinken. Also, ich bin sehr radikal. Was nicht immer positiv ist, ne? Ich sehe ja auch in manchen Stärken dann auch wieder 'ne Schwäche, weil man so Mhm. kontrolliert ist. Mhm. Kontrolle. Aber, Ja. ich will nicht ausschließen, dass es mal andere, invasivere Schritte geben wird, um dann irgendwann zu sagen: „Gut, Maria, jetzt haben wir das bis hierher geschafft, jetzt lassen wir das auch gehen und dann schauen wir, wie wir weitermachen“, ja. Also, Mhm. das wäre fatal, alles abzulehnen. Das würde ich auch nicht machen. Aber es ist nicht mein erster Weg oder Mhm. mein erster Ansatz. Liebe Maria, wir haben jetzt schon fast 1,5 Stunden hier Ach, geredet. haben Ich wir? weiß. Wow, super. Es war auch so schön und spannend mit dir. Ach, so Mensch, schön. ich weiß. Und du hast vielleicht noch 'ne abschließende Frage, aber ich finde es immer so schade, wenn ich die ganze Zeit oder ich weiß, es ist ja der Reason vom Interview, aber was mich interessieren würde, vielleicht kannst du Ja, das als Abschluss ja sagen, weil das kannst du ja auch mir mit auf den Weg geben, sehr dass gerne. du als die in der Vergangenheit ja auch, ja, mit Krebs zu tun hatte und du bist jetzt geheilt und jetzt hilfst du ja anderen Menschen weiter und inspirierst sie. Wenn's was geben würde, was du rückblickend gelernt hast oder wo du wünschest, wo der Punkt ist, wo Leute zu schnell aufgeben oder was hast du mitgenommen, welche Stärke, die du an mich und andere weitergeben kannst, um zu sagen: „Hey, da wirst du auch hinkommen“, weißt du, so als dein Learning aus deiner Mhm. Krebsgeschichte. Das würde mich noch Mhm. interessieren. Sehr, sehr schöne und, interessante Frage auf jeden Fall. Also, was ich lernen durfte, ist, definitiv die Reise zu mir selbst, weil ich habe mich damals auf meinem Weg einfach verloren und, Mhm. das, lag bei mir daran, dass ich, wusste, dass meine Mutter sterben wird und dass ich mir Mhm. versucht habe, das Leben zu nehmen und ich habe das Ganze wie ein Unfall aussehen lassen und habe nie darüber gesprochen, weil ich Wow. mich so geschämt habe. Ich kriege Ja. Gänsehaut. Wow. Fast 20 Jahre lang, bis die Diagnose kam, Das ist 'n Trauma. 2018. Richtig, ja.
Und ich sag's ganz ehrlich, hätte ich damals nicht, meine Seelenwegbegleiterin an meiner Seite gehabt dann eben Mhm. und hätte sie nicht diesen Schritt gewagt, mir zu schreiben und mir zu sagen: „Kendra, ich kann dir helfen. Ich weiß nicht wie, Mhm. und ich weiß nicht, ob du das überleben wirst. Es muss dir im Klaren sein, aber ich kann da, wo du jetzt stehst, da kann ich dir diese Last wegnehmen. Da können wir gerne gemeinsam zusammenarbeiten. Da können wir schauen, was dahinter Mhm. birgt.“ Und seitdem ich das gemacht habe, ich kriege immer noch eine Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Und es ist so, das hätte ich sie nicht gehabt, hätte ich damals, Conny nicht kennengelernt, dann eben Ja. 2018, dann wäre ich nicht mehr hier, weil da war der Abgrund und hier war das Leben und ich hatte 2 Entscheidungen und ich war schon Wow. fast am Abgrund da. Und wäre ich weiter in diese Verdrängung gegangen, wäre ich weiter in dieses Lügenkarussell gegangen, hätte ich weiter dann eben diese Ängste, jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat Mhm. und ich vor Angst fast erstarrt bin, weil ich die Nummer von meinem Vater gesehen habe, dem ich immer noch nie Wurde die schon Wahrheit gesagt körperlich. habe. Da hat sich Genau, schon ja. körperlich, genau, Das hat gezeigt. sich schon so manifestiert in mir drinne, diese Krebsdiagnose. Ja. Es hätte nicht mehr viel passieren können. Ich war schon in einem Stadion, sehr schnell wachsend, sehr bösartig. Es war G3, es war nicht Stadium 4, es war Stadium 3, aber es war kurz vor knapp. Mhm. Und es haben mir die Ärzte ich habe das damals nicht gesehen. Ich habe das viele, viele Monate später erst, erfahren, als ich mir selber mal diesen Arztbrief durchgelesen habe. Und, es war nicht mehr viel Hoffnung da, sagen wir's mal so knallhart. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Mhm. Shift hatte und dass ich Wow. dadurch dann eben durch Cornelia und durch die spirituelle Arbeit und Ja, was ich dadurch entdeckt habe, wie ich selber mit mir umgehe und wie kritisch ich mit mir selber war, wie knallhart ich war. Aber was ich auch die größte Verdrängungskünstlerin war in allem. Und das ist mir so ein wichtiges Anliegen, auch darüber zu sprechen, dass es Krebs nicht das Ende bedeuten muss richtig. und dass es letztendlich eine Krankheit ist. Es hätte auch was anderes kommen können. Es hätte auch Richtig. Hashimoto kommen können. Es hätte ein Genau. Herzinfarkt kommen können. Es Ja. hätte, MS sein können. Es hätte alles sein können. Aber Mhm. ganz wichtig ist, sollte eine Diagnose entstehen, ist sie eben nicht nur auf der körperlichen Basis, sondern vor allem auf der seelischen Seite auch. Und diese Chance zu ergreifen, damit zu arbeiten. Mhm. Ich sage auch, so wie du es ja auch sagst, und ich weiß, ich muss da immer sehr vorsichtig sein. Ich mache mich angreifbar, aber mittlerweile Mhm. bin ich das gewohnt und für mich ist es Mhm. völlig auch in Ordnung, dass diejenigen, die das nicht hören wollen, die müssen das auch nicht hören. Jeder darf seine eigene Meinung haben. Aber so wie du sagst, wenn du das Leben nicht änderst nach einer Diagnose, Richtig, ja. dann kommt es zurück und meistens mit so 'nem Paukenschlag, Das das du darfst nicht du erwartet hättest. mhm, Und mir genau. kann man auch, obwohl ich auch einige davon habe, aber mir kann man auch nicht erzählen, dass das Leben vorher zu 5.000.000.000% toll war. Etwas gab es, das Mhm. nicht in Ordnung war bei dir. Und Ja. deswegen finde ich das ganz wichtig, dass man wirklich ehrlich mit sich selber ist. Und ich weiß, wie weh das tun kann. Ich weiß, wie weh das tun kann, in Sich die selber ins Vergangenheit zu Gesicht zu reisen. schauen und ja, Ja, natürlich. natürlich. Aber du musst du musst hinschauen und du Mhm. musst eben, Mhm. du musst lernen, dorthin zu gucken, denn erst Ja, dann kannst du in die Heilung gehen. Du kannst in diesem tiefsten Schmerz erst dann ja, fängst du an zu wachsen, erst dann fängst du an zu heilen und vor allem, wenn du es zulässt und wenn du nicht dran festhältst, weil das ist auch das, was ich immer wieder höre. Bei mir war die Krankheit ja letztendlich auch die Diagnose. Ja, es hat sich jemand mal um mich gekümmert. Natürlich hat mein Mann sich vorher um mich gekümmert und alles. Aber ansonsten waren ja so andere Menschen gar nicht so da. Und auf einmal hat sich ja. jeder um mich gekümmert und es war ein schönes Erlebnis, auch wenn Du sich hast das dich total gehalten gefühlt. Ja, bescheuert an. natürlich, ja. Ja, genau, richtig. Ja. Und da Du dann hast dich aber dann wichtiger rauszugehen. genommen und alle Ja, anderen dich ja dann auch. Und das ist ja ja, so auch das stimmt, das ist so 'ne Art Halten. Diese ja, Erfahrung habe ich auch gemacht. Und die ist ja, wichtig, weil ja, oft wir uns von allen auch abgegrenzt haben, mhm, ja? Und das ist genau. dieses ja, es ist Krankheit ist kein Zufall. Es ist Nein, niemand wird bestraft damit. Krankheit ist ein Signal. ja, Und die richtig. Seele wird immer zuerst in Mitleidenschaft gezogen und folgt der Körper. Ja, Es ist nicht andersrum. nein. Es beginnt immer erst hier, Traumata, Schmerz, Verlust,
wie in Ja. deinem. Und ich habe auch, was Dr. Jimenez mir gesagt hat in, Hope for Cancer, der hat gesagt: „Maria, ich sehe hunderttausende Krebspatienten und alle haben eins gemeinsam. Alle sind sehr empathische, sensible Menschen, oftmals Frauen, die sich Mhm. selber aufgegeben haben und Richtig. immer sich nur um andere kümmern Ja. und für andere da sein wollen und dann das System irgendwann total in sich zusammenfällt, weil sie gar nicht mehr können." Und das ist auch diese Quintessenz, die ich auch immer wieder in diesen ganzen Interviews, die ich geführt habe. Seit über 4 Jahren ist dieser Podcast da. Und ich Mhm. habe so viele Interviews geführt. Ich habe mit so vielen Menschen gesprochen. Das ist bei Frauen immer der erste Punkt. Und ich kann dir Ja, das eigentlich schon sagen, bevor man zu mir ins Interview kommt. Das ja, ist so, definitiv. schön. Da haben wir ja doch einiges gemeinsam auch. Ja. Ja, danke dir dafür. Sehr gerne. Es war auch 'n sehr, sehr schönes Ende auf jeden Fall, Mhm. dass wir das Ganze jetzt natürlich noch mal gedreht haben. Ich verabschiede mich von dir. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ich danke dir so sehr, dass du hier warst, dass du uns mit so vielen Dingen auch, mitgenommen hast. Und ich würde sehr, sehr gerne auch diese Bücher, die du gelesen hast, Ja, verlinken, wenn das für dich in Ordnung ist, natürlich, dass ja, ganz viele Menschen natürlich hier auch noch mit rausziehen können. ja. Und ich sage von Herzen Dankeschön. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Wege uns sich bestimmt auch noch öfters kreuzen, weil wir Natürlich, so viel zusammen gemeinsam auf jeden Fall. haben und auf einer Wellenlänge wirklich auch schwimmen. Und das hast du nicht oft. Also auch Ja, gerade in dieser Community ist es nicht oft, dass du solche ja. Menschen triffst. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Und die letzten Worte, die gehören natürlich jetzt nur dir. Ich verabschiede mich schon mal von dir und danke für alles, liebe Maria. Danke dir, Kendra. Ja, es war so schön, dass ich darüber reden konnte und es ist auch das erste Mal, dass ich's laut aussprechen konnte und ich glaube, es war auch sehr heilsam für mich, weil, ja, meine Hoffnung ist und das ist wirklich auch das einzig wirklich Gute, was der Arzt in dem Moment der Diagnose wirklich wortwörtlich zu mir gesagt hat. Er hat gesagt: „Maria, du wirst es heilen und eines Tages kannst du das mit anderen teilen." Er hat es zwar sehr unempathisch gesagt, aber das ist mein Wunsch. Ich muss damit jetzt kein großes Geld machen, aber wenn es einfach jemand inspiriert, was anderes auszuprobieren oder durch deine Verlinkungen ein Buch zu lesen oder einen Wirkstofftest zu machen, erst mal zu gucken, dann freue ich mich schon darüber, weil das ist das, was Menschlichkeit und die Menschen ausmacht, dass wir uns einander Mhm. helfen und, ja, dass wir alle füreinander da sind, weil am Ende sind wir alle eins. Ja. Ob man Krebs hat, ob man keinen Krebs hat, ob man Kinder hat, keine, wir sind alle eins und ich finde, wir sollten uns einfach alle mehr beistehen und mehr auch als Frauen supporten und nicht immer im Weg stehen und nicht verurteilen für die Entscheidungen, die andere Menschen treffen für sich selber, nur weil ich sie nicht treffen würde. Ich finde, das ist das Wichtigste, was jeder für sich hoffentlich auch aus diesem Podcast nehmen sollte, dass vielleicht sind nicht andere Ideen alle so schlecht. Wir sind immer nur in unserem eigenen Sog und denken, das ist das Richtige, weil wir so erzogen wollen. Aber nein, es gibt viele andere Ansätze. Und selbst wenn wir sie vielleicht nicht stimmig für uns finden, kann man sich die anhören und manchmal, sogar manchmal, kommt man doch an einen verzweifelten Punkt, wo man nach diesen Methoden vielleicht greifen wird oder zurückkehren wird und sagen wird, Mensch, das hätte ich schon öfter mal eher machen sollen. Und ich hoffe, dass Menschen einfach verstehen, dass unsere Körper nicht gegen uns sind, dass sie uns helfen wollen und wir haben nur dieses eine Leben und wenn wir unseren Körper mehr wertschätzen, dann haben wir auch ein längeres, erfüllteres Leben und können Krankheiten lindern, vermeiden und heilen. Und das finde ich einen ganz wichtigen Ansatz. Und ich danke dir, dass ich darüber sprechen konnte. Ich fand, mein Deutsch hat noch gut mitgemacht. Es war wunderschön und das war wie die schönste Therapiesitzung, weil ich das wahrscheinlich auch, wenn ich's laut ausspreche, einfach für mich auch noch mal als ob's zu mir zurückkam. Ich weiß es schon und ich fühle es, aber es kam zurück und du machst es ganz toll. Ich werde von deinem Podcast erzählen und ich danke dir, dass du Dankeschön. mir den Raum dafür gegeben hast. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass noch mehr Leute, die jetzt zuschauen, auch zu dir kommen und dadurch einfach auch was mitnehmen können, ja? Mhm. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man nicht nur konsumiert, konsumiert, sondern vielleicht
zum Nachdenken anregt. Ihr wundervollen Seelen da draußen, wenn das nicht eine unfassbare Reise war, die wir heute gehen durften, zusammen mit Maria, die uns in wirklich so viel unglaublich wertvolle Momente in ihrem Leben mitgenommen hat, von ihrer Diagnose, auch von den Therapiemöglichkeiten in den USA, von Hope Cancer, wo sie uns auch eben noch ein bisschen mehr darüber berichtet, auch in den Shownotes, welche Bücher sie gelesen hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, all diejenigen, die da Fragen zu haben, die können natürlich auch jederzeit Maria schreiben. Und was mir ganz wichtig ist, es ist so wichtig, eigenständig zu handeln. Denn es ist letztendlich nicht der Arzt, der möchte dir natürlich nur das Gute vor allem auch mitgeben, aber du musst für dich selbst entscheiden, ob das dein Weg ist, ob das der Weg ist, den du gehen möchtest. Und wenn du ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann lass dir dann eben auch eine andere Arztmeinung dann erscheinen. Geh andere Wege, guck, welche andere Therapiemöglichkeiten es gibt. Und das ist mir unglaublich wichtig. Und Maria konnte uns heute so viele wichtige Impulse mitgeben. Und ich hoffe so sehr, dass du diese Podcast-Folge mit wirklich jedem Menschen teilst, die gerade eine Diagnose bekommen haben, die mittendrin sind, weil man hier so, so viel auch mitnehmen konnte. Was ich vorher auch nicht wusste, ich durfte heute unglaublich viel Neues hier dazu lernen und werde das natürlich auch sehr, sehr gerne weitertragen in die Welt. Und ich hoffe sehr, dass du diese Podcast-Folge wirklich auch jedem schickst, der es jetzt gerade ganz, ganz stark benötigt. In diesem Sinne wünsche ich dir eine fantastische Woche. Wie immer, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Ich freue mich sehr auf nächste Woche auf meinen neuen Gast hier. Und ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir für dein Sein. Ich danke dir, ja, dass du immer wieder jede Woche diesen Podcast hörst und dass es vor allem eure wundervollen Mutmachergeschichten da draußen gibt. In diesem Sinne, ich bin raus, habt eine gute Woche und wir sehen uns bis dann und ciao. Tschüss.